Natürlich erstmal alle Kabel gezogen von der Playstation und geguckt oder so. Hä, woran liegt's? Nee, es lag an dem Controller. Aber wie gesagt, das kennen halt die wenigsten, dass man hier so ein Loch hat, wo man dann halt für 5 Sekunden reindrücken muss und ab und an oder so kann er halt auch neu justieren, dann die Steuerkreuze und so Sachen. Aber oh Gott, ich glaube, ich speichere ja immer nach einem lila Gegner, aber ich glaube, den letzten Gegner habe ich nicht mitgespeichert. Aber ist ja kein Problem, gell? Hauptsache es geht weiter. Ich muss das halt nur rauscutten, die Aufnahme. Und dann halt wieder in 2 Folgen das machen. Ja, supi, gell? Dann ist es halt in 2 Folgen gecuttet. Nicht so schlimm, finde ich. Also ich müsste mal eigentlich bei alten Controllern versuchen, ob das halt auch hilft. Gerade dieses Resetten, dass er sich halt neu justiert, weil man kann das halt auch lesen, was dieses Reset auch hervorruft. Also dass halt neu die Kalibrierung ist und Steuerkreuz und alles wieder geht. Weil ab und an ist es halt so, wenn man halt erste Generation der PlayStation 4 Controller ja hatte, das hielt halt nicht wirklich lange und ab und an oder so war halt hier beim D-Pad immer das Problem, dass er sich halt öfters zu sehr reindrückt oder, keine Ahnung, in falsche Richtungen zeigt. Oder der Analogstick immer, wenn du ihn ganz kurz nach links oder nach rechts oder so anwinkelst, dass er halt dauerhaft eine Richtung geht. Das kannst du theoretisch mit diesem Hard Reset ein bisschen umgehen. Also so habe ich das mal dort lesen können, aber ich habe das bei dem alten Controllern irgendwie nie ausprobiert, weil wenn dem so wäre, dann bräuchte man ja die alten Controller nicht wegschmeißen, gell? Man könnte sie auch zur Reparatur abschicken und wegschicken oder so dort, aber habe ich irgendwie nie so wirklich gemacht. Und ich habe eh nur 2 PS4-Controller, glaube ich, oder 3, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 2014, aber da ist auch was drumrum, damit der was aushält und der gegen feuchte Hände der Schutz ist. Gegen feuchte Hände? Gegen feuchte Hände? Also feucht sind die Hände jetzt nicht. Also ich esse jetzt nicht irgendwie einen Hähnchenschenkel und papp da irgendwie da rum oder ein Wasser in Berührung oder so dort und ja, keine Ahnung. So. Gut ist, es geht jetzt wieder. Aber ich weiß nicht, wie viel wir jetzt, oh Gott, verpasst haben an Skills. Ex-Gesundheit. Ah, doch nicht viel. Doch nicht viel. Ich dachte, wir hätten irgendwas verpasst an den Skill-Sachen oder so dort. Nee. War nicht so. Alter, der ist schlimm. Aber Hauptsache der Controller, der geht jetzt wieder und der wollte ihn einfach nicht erkennen. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann, aber das ist möglich. Nein! Alter! Mann! Lass mich in Ruhe! Lässt du mich in Ruhe?
Meine Fresse. Haben aber auch ein paar Custom-Controller mit Namen der anderen drauf. Bei der Kleine mit Herzchen und einen Teddy. Und bei den Jungs mit Pokémon. Die Frau mag ihren Resident Evil mit Blut und Zombies. Und hinten mit Leon Kennedy. Jo. Ja, also nee, ich tue mich ja manchmal schwer mit Controllern, die halt nicht von Sony sind, aber das ist halt Sony-Controller. Ich tue mich halt schwer mit so Drittanbieter-Controllern oder so, weil ich halt nie so weiß, wie lange die halten oder weiß ich nicht, die liegen halt auch anders da in der Hand und ich bin vielleicht nicht so wirklich der Fan davon. Gerade für Sony. Gerade für PS-Controller. Aber ja gut, ich habe das ja auch bei Super Nintendo, da habe ich halt auch, warte mal, hier für Retron. Für Retron ist auch kein Original. Der sieht zwar original aus, aber hat hier oben kein Nintendo-Etikett gedöns. Aber da nutze ich die halt, weil die Controller sind ja nicht billig von Super Nintendo. Die kann man nicht wirklich günstig bekommen. Ich glaube, da zahlst du aber auch 20 Euro dafür. Aber Hauptsache, der geht jetzt wieder. Diese Ablenkung. 13.000. Oder ich warte noch und mach Gesundheit. 30.000. Erhöht den Schaden, Exaktion während Boost. Immerhin speichern. Bei der Schutzhülle muss nicht immer alles Markenware sein, nur das Pad. Ja. Das, ja. Alright, let's go, Kaito. Also wie gesagt, bei PS4, da tue ich mich ja manchmal schwer mit Drittanbietern. Ich weiß nicht, ob ich jemals auch einen Drittanbieter für Sony-Controller oder so hatte. Und ob die genauso funktionieren, aber die liegen vielleicht anders in der Hand für mich. Aber ja, ich bin halt eh merkwürdig, was sowas angeht. Au! Wechsel einfach mal 1000-mal den Kampfstil. Super, Kaito. Aber man merkt, das zieht halt schon mehr ab, die Ex-Dinger. Mann! So weiß man wenigstens, wie man diesen aufhält. Oh. Und ich muss mir das halt anmerken, öfters zu speichern. Man weiß ja nie. 30.000. Dann machen wir hier den Boost. Dann gehe ich auf den Angriff oder darauf vielleicht, auf die Verstärkung. Ich hatte nur für PSX und PS2 diese Turbo-Pads-Controller für Tekken damals gekauft. Die dürften kaputt gehen, aber noch die Originalen nicht. Ja. Also diese Funktionen da hatten, wenn du da diesen Schalter betätigst oder so, also halt so Dauer drückt. Das gab es ja damals sogar zu Atari-Zeiten, habe ich das gehabt.
Da konnte man ja mit diesen, da hatte man ja diese ganz normalen Joysticks gehabt. Und da gab es einen, den hat unser Vater gekauft. Da konntest du halt so einen Turboschalter machen. Das war bei manchen Spielen auf Atari Gold wert. So Defender oder so Shooting-Spiele. War schon vom Vorteil, aber bei PSX-Spielen, ich brauche das nicht, wenn der dauerhaft hier auf Viereck drückt. Das bringt ja hier in dem Menü gar nichts. Bei manchen Spielen kann ich das irgendwo verstehen, wenn man halt ja so einen Dauerknopf braucht. Aber eigentlich ist es ja nur so ein gedrückt Knopf, wo man halt gedrückt lässt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Story ein bisschen weitermachen sollte. Ein bisschen müssen wir die Story weitermachen, weil dann kriegen wir halt einige Skills nicht freigeschaltet. Ich will halt noch einige Skills freischalten. Schön. Ja, diese Pads mit Dauerfeuer waren schon nicht schlecht. Ja. Also die habe ich halt damals gehabt. Das war dann halt so ein, ja, als ob du ein Flugzeug steuerst, wo du oben so einen dicken Button hattest und dann hattest du dann so einen Turboschalter. Damals auch die alten Joystick-Teile noch, die du schön an den Tisch oder so haften konntest und dann hatten die diese Saugknöpfe da unten. Die ersten Atari-Dinger, die ich da hatte, das war einfach nur so ein, ja, ein rundes Dingsteil, was du bewegen konntest. Und dann Schaltfläche einfach so in einem Quadrat und dann ein Powerknopf. Das war's. By the way, Kaito, I've been curious. How does one join the Yakuza anyway? Say what? Maybe I want to find me a family, so I thought I'd ask the expert. Oh, jetzt erzählt er Is it wieder. just like they do in the movies, where you Bei der swear an Yakuza war. oath to your boss over a cup of sake? June, please don't tell me you're serious. Yeah, and what if I am? Then you're even dumber than I thought. No kid should even think of wanting that life. Well, I'm not a kid anymore. Oh, really? Yeah, really. Okay. Then say goodbye to having your own bank account. Or a place under your own name. Any Yakuza you see is probably dead broke. That's how bad the police have them now. Trust me when I tell you. Give it up. Not sure I buy all that. You've been out of the game for a while, right? How much wax do you have in those ears? Ha! Found you, little bastard! I knew I'd track your skinny ass down. You a friend of yours? Ja, Controller hat den Geist Oh, aufgegeben. this asshole? Hab ihn einfach I caught him resettet. beating on a homeless guy, so I figured he needed a lesson in empathy. Didn't last long when I twisted his arm, though. You just love getting into shit, don't you? Listen up, shit stain! It's time I got some payback. What, you want round two? This time I'm breaking bones. And I'm chopping limbs. Get ready to bleed. Taser. Und jetzt kippt er um. Allow me. Oh. Hey, you with me? Oh Gott. What is the deal with you? You better back the fuck off, man! Unless you want to get hurt! Let's just take his ass down already! This kid really knows how to choose him. Mein Gott. Here we go.
So, mal kurz. Bei WWF Raw habe ich den auch gehabt, weil dort auch schnell die Tasten mit der Zeit nachgegeben haben. Die Street Fighter auch. Ja, stimmt. Ja, aber wie gesagt, Marco, ich habe halt einfach hier diesen Reset-Knopf benutzt. Dann einfach hier so einen Stift, dann einfach 5 Sekunden anhalten und dann ist er resettet. Das kann mal passieren, dass der Controller die PS4 nicht ankennt oder nicht annehmen will. Ach, diese Kaito-Action. Au! Mann! Der mir bewusstlos wird. June, you okay? Wait. Don't tell me I... Passed out again? Yeah, you sure did. You want to tell me what's up with that? I just can't handle that shit. What shit? Knives, man. When I see one, my brain just shuts down. The hell? You got some sort of knife-phobia going on? Messerphobie. Tell me you got stuck at some point. Not exactly. See, I was messing around with my dad's knife collection one day. Ja. And like a dad, he warned me never to touch them. But as a kid, of course, I was gonna. Okay. Well, as you can guess, my dad walked in on me. And man, was he pissed. Which naturally got me pissed, so I started talking back. That's when he put the knife to my arm. You saying he cut you? A little. Enough to draw blood, anyway. You get it now, June? Knives were made to hurt. A person can die if they're not careful around them. Bester Vater ever. I don't want you touching these ever again. Understand? So that's what did you in. Huh. If you ask me, he took his lesson way too far. Yeah, no shit. Guy has no fucking clue how to be a dad. All he does is work himself sick in his office. Though, he did apologize later. After he found out how bad he messed with me. Said he was out of line. No kidding. Hey, you think the Yakuza'd still take me even with the fear of knives? If you pass out the moment you see a blade, I don't think you'd last long either way. Yeah, you're right. Fainting on the job in that line of work's a death sentence. Besides, it's not like you can always swoop in and save the day. I gotta get over this bullshit. Well, you can save the pity party for later. We're out to find your mom, remember? Right. Yeah. Dass er den überhaupt da einen Vater nennt, nicht irgendwie Erzeuger. We going? Weil das ist ja alles andere als ein Vater. Der so mit ihm umspringt. Er hätte ihn auch anders da beweisen können, dass Messer scharf sind und gefährlich sind. Anstatt den Sohn, naja, zu ritzen. So, gehen wir mal hier hin. Da ist Earth Angel. Nein, da ist es nicht. いらっしゃいませ。 Warte, wie lange hier Mami den Laden hat, gell? I'm Starving! Now that was good! Delicious. ありがとうございました。
Gut, jetzt bin ich ein bisschen angetüttelt, aber... Bestes Vorbild auch für meinen Sohn. Super. Ah. Hey there, Momoko-chan. Kaito-san. Gosh, it's been ages. Oh, who is this young man? His son. The name's June. Really? Oh my goodness, Kaito-san. When did you... Don't listen to him. He's actually, it's kind of complicated. So Mikkiko-chan might be alive? You're sure? Maybe. Well, we're not, but apparently a lady who looked just like her was spotted in town. I came here hoping you might know what that's about. After all, you two were pretty much inseparable. Before she disappeared, did she reach out to you at all? I can't really say she did. All I remember is she never forgave herself for what happened to Maho-chan. Wait, what happened to Maho-chan? Oh no, you haven't heard? I think it was 13, 14 years ago? Anyway, it was tragic. Without even seeing it coming, Maho-chan passed away. You're kidding. Was? Oh, not Maho-chan. How'd it happen? Well, according to the reports, it was arson. Imagine your last moments being trapped in a fire. Arson? Oh, God. What a way to go. Their foster parents died that night, too. Why these horrible things happen, I'll never know. Mikkiko-chan took it especially hard. Of course she would. Her sister was really all she had left. After that, Mikkiko-chan changed. It's like all the sadness in her heart evaporated from that point on. She'd say things like she'd kill the bastard who did it, as if the only thing driving her was anger. They ever catch the guy who did it? They did. Apparently it was a stalker who'd been after Maho-chan a while. He hung himself immediately after. Bastard just did himself in, huh? Bet Mikkiko really hated that. Yeah. Mikkiko-chan got so depressed. It was hard to watch. Not only did she lose her little sister, she lost the people who took her in. Even though they weren't flesh and blood, they may as well have been her real parents. And all that goes away in a night. To someone she can't even hold responsible. June, did you know this? Well, kinda. It happened right after I was born, though, so I never heard much details. Damn. Meine Schwester. You okay, Kaito? Yeah, fine. We've got a job to do, don't we? Right. Where else in town might Mom have gone? Hey, what about your special spot? Have you checked there yet? Huh? What special spot? Seriously? I'm talking about Kamuro Theater. Mikkiko-chan told me all about it way back when. Although, wasn't it called something else back then? Oh. Hey, what was this special spot of theirs? It's where Kaito-san asked your mom to go steady. Ah, ja. Whoa! For real? If I remember right, he took her to a movie, then confessed at the downstairs cafe. Yeah. Anyway, the place has been remodeled since then. Cafe's not even there anymore. But isn't the place itself still important? Those memories will always be there. I mean, maybe, but would Mikkiko even go there after all these years?
She might have if she came all the way back to Kamurocho. After all, she described it as one of the happiest times in her life. Huh. Did she really? Well, it's not like we have any other leads. Might be worth a shot to check. Yeah, I suppose we could. Okay. Deine Vorlage wurden neue Informationen hinzugefügt. Lucky. Also, Kosuke Natsume, Mikkikos Vater, ein ehrbarer Mann, der Mikkiko und Mao aufnahm, nachdem sie ihre Eltern verloren, sie zur Schule schickte. Er war nicht so begeistert davon, als es mit Mikkiko ausging. Allerdings unterhielten wir uns auch nie. Er starb im Feuer. Yoshiko Natsume, Mikkikos Mutter, eine herzliche und liebevolle Frau, die strenge Art ihres Ehemanns ausglich. Sie liebte es, Mikkiko zu bekochen, immer wenn sie zu Besuch kam. Sie starb im Feuer. Mao Natsume, Mikkikos kleine Schwester. Sie kam im Feuer um. Okay, also, boah, das ist halt schon schwer dann für die Schwester. Alle drei starben im Feuer. Wegen einem idiotigen Stalker. Vor 14 Jahren wurde Mikkiko Sadamos Zuhause niedergebrannt. Dabei starben ihre Eltern und ihre Schwester Maho. Der Täter war ein Mann, der Maho hinterher stalkte. Er beging nach der Tat Selbstmord. Dann gucken wir mal den besonderen Ort, was uns dort erwartet. Ist hier keine Erinnerung in der Nähe? Gut. Mein Gott. Ich würde ja gerne gerade gehen, aber der ist halt angetrunken, da schwankt man halt. Da, Jung. Ich muss hier durch. Warte mal kurz. Ja, der war schon. Okay, mit 5 geht das noch. That's all you got? All right, let's go, Kaito. Ist halt schade, dass die jetzt hier nicht wirklich lange geht, aber. Und trotzdem, dass ich das ein bisschen hinausziehe, damit man ein bisschen mehr Spaß daran auch hat. Ja. Got a little workout in Dude, it. are you even human? That way, huh? Au. Don't go picking fights you can't win. Warte, falsch rum. All right, let's go, Kaito.
Ach, hier. Ja, stimmt. Das hieß ja vorher anders da. Stimmt, im Theater. Ja. Ich bezweifle, dass sie hierher kommen würde. Aber So, what's our move? Guess we head inside and ask around. Although it is a long shot, considering we're looking for a look-alike here. The odds of some random moviegoer knowing her don't sound too great to me. How do we go about this then? Well, gotta play it smart. Find someone who might have been here a month back. You really think we'll run into someone like that? Well, we're about to find out. einfach wildfremde Leute ansprechen. Ah? Ah, okay, also auch später kommen so welche Erinnerungssachen. Weil das war vorher nicht dort. Hier, da oben, das sind die Erinnerungen. Guck mal, ob man die mit der Drohne sehen könnte. Ah, ist also auch möglich. Oh Mann, einmal habe ich ein Date richtig in den Sand gesetzt. Es war beim besten Willen nicht mehr zu retten. Wir hatten schon Publikum, also musste ich die Situation buchstäblich selbst in die Hand nehmen. Erinnerung an eine wütende Freundin. Ein Skill, stählerne Umarmung wurde freigeschaltet. Stählerne Umarmung. Als eine Ex-Freundin Kaito einmal wütend auf ihn einschlug, besänftigte er sie mit einer herzlichen Umarmung. Aus jener Erinnerung ging dieser Quetschgriff hervor. Du konntest mit einem Griff, wenn der Gegner dich während Eisendeckung trifft. Drücke bei aktiven Eisendeckung Kreis, wenn ein Gegner dich trifft. Okay, cool. Ja, geht ja doch mit der Drohne. Umso besser. Also, weil ich bestimmt denke, dass einige Erinnerungen in der Luft sind. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Junge. Hey fellas, can I bug you for a sec? Yeah, what's up? I'm looking for somebody. Either of you seen this woman this past month? Huh. Well, think I'd remember if I saw her. She's gorgeous. Yeah, I haven't seen her either. And I'm out here all the time. Gotcha. You know, you could always try asking that girl who works at the cafe. Since she works the counter, she's got a good view of the lobby. She sees everyone who goes in and out. Thanks. Not a bad idea. Stimmt. Sie könnte man fragen. Aber gibt. Oh, man hört sehr viele Leute, aber man sieht keine Leute.
Hey, you have a sec? I'm looking for the woman in this photo. Who's that supposed to be? My mom. She's actually gone missing. Oh no, I'm so sorry. The thing is, she was seen here in town about a month ago. We wanted to know if she's dropped by. You recognize her? No, I can't say I do. I see. I see. Oh, but I know somebody who might. Who? Our cleaning lady. She's been working here forever, and she's really good at remembering people's faces. Hey, that's some good news. Where can we find her? I saw her heading toward the roof not too long ago. Okay, the roof it is. Really appreciate the help. Das Dach. Dann gehen wir mal aufs Dach. Ja. Well, no cleaning ladies I can see. Did we miss her already? Maybe she went somewhere else. Miki-chan! Come out, wherever you are! Kaito, you hear that kid? She was calling for a Miki-chan just now. I highly doubt some little girl is out here calling her mom. Come on, we should at least ask. Not like we have any other bright ideas. Miki-chan! Where are you? Ja, sie meint bestimmt eine andere Person. Not my Miki-chan. Ah. Oh, Miki-chan, where'd you run off to? Miki-chan? Miki-chan, where are you? Oh, Miki-chan, where'd you run off to? Hi. Sorry to bother you, but did you just say Miki-chan right now? Yeah, she got separated from me. She your sister? No, my cat. Your cat? Oh, man. Meine Hey, Katze. are you by yourself? You're not lost, are you? No, my brother's downstairs helping me look. The nice cleaning lady's helping too. Oh, the cleaning lady. You happen to know where she is right now? She said she'd look around the building next door. Next door would be the Millennium Tower, huh? Hey, Kaito, why don't we keep an eye out for her cat? Sure. No harm there. We'll let you know if we find her, little lady. Okay, thanks. Thanks. Dann gucken wir mal nach ihrer Katze. Rein. Im anderen Gebäude, also beim Millennium Tower. Zum Zwischengeschoss. Ah, so, das ist das Zwischengeschoss. Dach, Untergeschoss. Hey, trying to ditch Dann gucken wir da mal. Ah? Here we go! Rock with me!
nehmen. Easy. That's all you got? So, warte, hier war was. Hier. Ah, hier ist was am Stinken. Oh, dieses Schniefgeräusch. Ne? Where's it coming from? Oh. Ich bin dort in der Nähe. Where's it coming from? Ach, hier wahrscheinlich. Ja. Something stinks. Ach, hier. What have we here? Wappen der Matsugane-Familie. Und somit habe ich jetzt, glaube ich, 20 von 20. Ne, 19 von 20. Mann. Eins fehlt noch. Bestimmt hier unten. Ja. Hier irgendwas. Putzfrau. Hallöchen, Ma'am. Ma'am. Oh, das ist die Putzfrau. Sie arbeitet schon lange hier. Also könnte sie Mikkiko gesehen haben. Ma'am? Can I bother you for a moment? May I help you? Oh, goodness, that must be Miki-chan. Now, how'd she get up there? Ah, right. Miki-chan's that lost cat, huh? Oh, are you also out searching for the little dear? Perhaps we can work together. Well, sure, but I'm actually here for another reason. I need to ask you some questions. Then they'll have to wait till afterward. The kitty comes first, understand? We might as well help out, Kaito, seeing as we're already here and all. Yeah, you got a point. Seems like we won't get far otherwise. Aber wie fangen wir sie ein? Vielleicht können wir sie irgendwie herunterlocken? Ja, mit der Drohne und dann ist irgendwie Futter da dran. Hey, June. Any
Any idea how to get that cat down? Der ist ja irgendwas mit der Drohne gemacht. Maybe we could grab her attention with a toy. Even a ball might work. Cats love chasing things, right? Yeah, not to mention being chased. Wonder what would work right now. Ma'am, can I bother you for a moment? We're looking for this lady here. Oh, that poor dear. Huh? A little girl lost her cat around here, and she's been worried sick. What if Miki-chan gets hit by a car, she says. Oh, I'd just as soon not see that happen. Oh, I see. Hat soll das diese Frau keine Ruhe. Okay. Hey, I think she likes it. We did it, Kaito! Nice one! Wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, weil sonst wüsste ich keine. Oh, Miki-chan! Okay, und jetzt zurück zur Putzfrau. Ja, gleich. That way, huh? Oh, das Mädchen ist weg. Okay. Dann halt nicht. Ma'am, would it be all right to ask you a question? Certainly. What can I do for you? I'm Kaito from the Yagami Detective Agency. We're looking for the woman in the picture. My, what a sweetheart. Who is she? She's my mom, who's been missing. Missing? Oh my, that's awful. Thing is, she may have been sighted here in town not long ago. She has a bit of history with Kamuro Theater, so we were thinking she might have stopped by. And since you work here and all, we were wondering if you've seen her. Oh, I've been working here about 4 years now. But I can't say I've seen her around. Damn. Although, now that I think on it, What is it, miss? Something good? I remember. It was that picture. The same? Yes. This was nearly 2 years ago. A man was going around with a picture asking if the woman in it had been found. What you're doing right now reminded me. Really? A man was looking for her 2 years ago? A year and a half, to be precise. It seemed serious. Wait a minute. Mom disappeared 2 years ago. If someone went looking for her half a year later... Oh... Wait, what does that mean? Ma'am, could you describe this man you saw? What exactly did he ask you? It has been a while since we spoke. But you know, What is it? he did give me his contact information, in case I learned anything relevant about the situation. Really? Do you still have his information? I do believe so. Now, where could it be? I imagine it's tucked away in a drawer back home. If you have it, would you mind sharing that with us? We'll even pay if need be. And wait till you're off the clock, of course. Here, my number. That ought to do. Wonderful. It won't be long until I'm off, so I'll look for that info the moment I get home. That'd be great. Thanks so much. Oh, hope it helps reunite you with your mother, kiddo. All right, talk to you soon. Kiddo. Endlich kommen wir bei diesem Fall voran. And with that, we head back to the office. Okay.
1000 schon? Oh, hey. If it isn't that Bato agency shit for brains. In diesem Sinne. What's that kid with Is you? he? June. Oh. Fine. What are you kids? You acquainted or something? Kidnappers, Kaito. Or at the very least, stalkers. Are they now? Yeah, they've been following me around since yesterday. Bet they know my dad's loaded and want me for the ransom. They say shit like, we're decent people, just come with us. We'll even buy you some video games. Bunch of creepy old geezers, and he's their head idiot. Hey, watch your mouth! Aniki's not a head idiot. That's right. You're the head idiot here. Can you two shut your pie holes? You're not making us look any smarter. First blackmail. Now kidnapping. They're a crime you won't do? Makes me sick to think you call yourselves detectives. I ain't here for a lecture. Just kiss the kid, or you're in for a world of hurt. You're not laying a hand on my client. You want it? You have to go through me. Oh, you are such a goddamn pest, you know that? Boys, exterminate this asshole! Okay. Gut. Get me! Ui. 8000 SP. Okay, gut. You really thought you'd get away with nabbing a kid his age? Worth a try. Everyone be cool, and nobody gets hurt. The classic misdirect. Au! Junge, wieso wehrst du dich nicht? Ah ja, wegen Messer an der Kehle. Diese Eddie-Moves. Fuck. Eddie Gordo. Also ganz Capoeira ist das nicht. Diese verdammten Badepisser. Die sind bestimmt nicht zurück in ihr Büro, aber ich sollte trotzdem nachsehen. Dann gucken wir mal. Der Kleine hängt doch bestimmt mit drinne. Was? Nein! Definitiv nicht. Sein Vater ist auch der reichste Mann hier. Deswegen
erpressen, entführen, ist halt Gold wert für die Leute. Ich stecke doch nicht dahinter. Oh Gott, niemals. Wäre noch schöner. Dann hätte die ganze Geschichte überhaupt keinen Sinn. Don't go picking fights you can't win. Nimm dies. Au. Au. Meine Finger. Alter. Boah, wie der fliegen kann. Au! Meine Finger! Mann! Ja. Mann! Au! Au! Ich wollte gerade kontern. That's all you got? Na, lieber immer speichern nach so einem lila Gegner. Don't go picking fights you can't win. Hier ist ein Popo-Shop, okay. Come take this.
Got a little workout at least. Hab da zu viele Serien gesehen, wo das der Falle war. Ein Kuchenmann? Was? Diese Metagaming wieder. Man kann dem Typen die Waffen nicht abnehmen. Nee, speziellen Bossgegnern nicht. Nö. Normalen Gegnern kann man die Waffe abnehmen. Aber jetzt nicht so wie in Yakuza. Schon? Mal sehen. Where is everyone? What's with all the boxes? Machen die etwa diesen Standort dicht? Vielleicht haben Angst, erwischt zu werden. Herausfinden, wo sie jetzt sind. Nicht einen Hinweis oder sogar ihre neue Adresse. What have we here? Suche nach Hinweisen. Denn es ist echt eilig. Vermutlich, weil ich ihnen auf die Schliche gekommen bin. Die haben Schiss, dass ich sie an den Bullen verpfeife. Den Gefallen tue ich ihnen nicht. Das ist ein Job für mich. Let's see. Klebeband. Klebeband für die restlichen Kartons und von den Umzugshelfern. Denn da auf dem Boden ein Zettel. Is this it? Stehen Zahlen drauf. Könnte eine Telefonnummer sein. Treibkugler. Is this it? Okay, ich könnte dieses Telefon hier benutzen. Ich will mal diese Nummer anrufen. Hoffentlich hebt jemand ab. Genau, dem Endboss gehört die Waffe zur Ausrüstung und ist eingebaut. Oder ist Teil des Arms. Weil eingepflanzt. Ja, genau deswegen. Oh, hello? Hi, lovelies. This is Kirara from the Campanella, and you've reached my voicemail. Super duper sorry, but I'll promise to give you all my tender affection next time you come in. Bye-bye. Okay, bloß die Nummer irgendeiner Hostess. Einer von denen muss total auf sie stehen. Tja, das war nichts. Ich sollte mich weiter umsehen. Nee, ist egal. Das ist eine Telefonnummer, oder? Ich notiere sie mir mal für alle Fälle.
Let's see. Mhm. Is this it? Dieser Karton riecht nach Leder. Mal sehen. Waschbrettbauchgürtel. Oh, wie praktisch. Das nehme ich mit. Wurde vermutlich mit schmutzigem Geld gekauft. This right here. Was ist das für ein Geräusch? Kommt das von hier? Ist das einer von diesen Smart Keys? Tsukumo meinte, die signalisieren einem, wenn die Batterie alle ist. Oh, da liegt etwas im Regal. Was haben wir denn hier? What have we here? Eine Schachtel. Was da wohl drin ist? Lehren eines Schwertkämpfers Teil 1. Skill unbeugsamer Wille, Todesmut wurde freigeschaltet. Lerne in das Skill-App. Also. Oh, das nehme ich mit. This right here. Vertrauter Geruch. Das ist meine Zigarettenmarke. Kann da was riechen, aber das scheint nicht so wichtig zu sein. What have we here? Kann da was riechen, scheint nicht so wichtig zu sein. Okay, ich glaube, das letzte ist dann die Where's it coming Telefonnummer. from? Okay, aber die Schusslöcher, da... Liegt viel rum, aber es ist nicht zu gebrauchen. Die verschleiern ihre Yakuza-Vergangenheit nur dürftig. Let's see. I'm getting close. Okay, dann scheint nur noch die Telefonnummer. Telefonnummer auf Whiteboard. Warum schiebt jemand ab? Hi, thanks for calling Kyushu #1 Star. Ich wusste, dass ich diese Nummer kenne. Jetzt plus Kyushu Nummer 1 Star. Number 1 Star. Füge sie meinen Kontakten hinzu für später. Sorry, wrong number. Next time I'll call with an order, okay? Klang am Anfang wie ein Kind.
Diese wurden ebenfalls Stammkunden. Kein Wunder, die Nudeln sind günstig und schmecken. Naja, das war nichts. Ich sollte mich weiter umsehen. Let's see. Waren noch nicht alle Hinweise. Eigentlich gut gemacht. Ja, was bei ihm bestimmt hier. Let's see. Nicht mal hier. This right here. Ah. Leere Umzugskartons. Vielleicht helfen die mir weiter. Is this it? Eine Telefonnummer. Scheint zur Umzugsfirma zu gehören. Könnte helfen. Ich werde sie mir notieren. Waren aber noch nicht alle Hinweise. Ganz schön viele. Schon. Let's see. Ah. What have we here? Werden eh nur weggeschmissen. Also kann ich sie auch mitnehmen. Oh. Also hören, der Sinn, der kam noch nicht hier. Doch, einmal. Aber vielleicht noch für was anderes. Let's see. Where the heck's it coming from? Auch nicht die Akten. Let's see. Vielleicht kann ich mir die Umzugsfirma helfen, wenn ich dort anrufe. Hello, and thank you for your business. This is the Bato Detective Agency, yes? How can I help you today? Oh, see, I actually lost the address to our new place. People say I have the memory of a goldfish, so... Gotcha. No worries. Happens all the time. Let me go ahead and pull up your info. Yeah, that'd be great.
Let's see. Says here it's on Senryo Avenue. As for the building number, one moment. Der wunderbar funktioniert. Mal auf zur Scenario Avenue. Das waren alle Sachen. $6.300 SP. Müssten theoretisch alle gewesen sein. Hauptsache die Schriftrolle, weil man definitiv nicht wieder da dran kommt an die Schriftrolle. Unbeugsamer Wille, Todesmut. Wenn du nur noch wenig Gesundheit hast, wird die Ex-Leiste nach und nach aufgeladen. 13.000. Da ist ein lila Gegner. Den muss ich mitnehmen. Lila Gegner immer wichtig. Nein! Oh Gott! Mann! Nein! Oh. Yeah. Mann! That all you got? Come on! Meine Fresse. That's all you got? Aber der gibt halt 25.000 SP. $19 von 20. Ah, mir fehlt noch eine Katze. Eine Katze.
Erinnerung erforderlich, Erinnerung erforderlich. Bei Bedingungen. Zurück auf die Schulbank, Kampfboni. 6 von 10. Hier ist Erinnerung, 2 Stück. Erinnerung erforderlich. Fortschritt in der Story, Fortschritt in der Story. Kampfboni für Luftherrschaft. 6 von 10. Finde alle Katzen in Kamerosho. Skillbuch Tarnungsgrundlagen. Und das kann ich irgendwie noch nicht freischalten. Lerne alle anderen Skills, okay. Alle anderen Skills oder nur die hier sind? Man muss halt hier viel trainieren. Weil, wie gesagt, es sind halt nur 4 Kapitel. Da will ich halt ein bisschen mehr zeigen. Don't go picking fights you can't win. So. Aber ich muss halt die Story ein bisschen weiter machen wegen den Skill-Bücher-Sachen und sowas. Ja, wo ist die letzte Cutscene? Kann aber auch sein, dass sie halt wie in Judgment bei dem einen Krankenhaus dort ist, wo man auf Zeit die finden musste. Das war halt doch nervig. Auf Zeit etwas finden. Aber ich glaube eher nicht. Weil irgendwie in einer Gasse, wo ich auch nicht war. Und es fehlen halt noch einige Erinnerungen. Aber gut, dass man mit der Drohne an die Erinnerung drankommt. Muss halt auch öfters hier nach oben gucken. Au! Kaito. Ja, ergibt Sinn, ja. Ich wünschte halt, dass die anderen Mitglieder dort aus dem Detektivbüro auch noch eigene DLCs bekommen. Und jetzt? Rein haben die sich verzogen. Den kennen wir doch auch. Das frühere Büro des Kerio-Clans. Ah, sie mieten die Räume wohl voll möbliert. Verdächtiger geht das nicht. Könnte einfach hineinplatzen, aber wenn es zu viel Aufruhr gibt, bringt das Jun in Gefahr. Mach es lieber wie Tak und schleiche mich hinein.
dann schleiche ich mich hinein. Schön ablenken mit Münzen. Über das Schleichen. Beim Schleichen geht es darum, zum Ziel zu gelangen, ohne entdeckt zu werden. Sieht dich ein Gegner, erscheint über seinem Kopf eine Vorsichtleiste. Bleibst du in Sichtweite, plötzlich die Vorsichtleiste. Ist die Leiste ganz gefüllt, ist der Gegner alarmiert und wird dich verfolgen. Wirst du hier erwischt, musst du die richtigen Tasten drücken oder die Mission erneut beginnen. Wirst du von einem Polizisten erwischt, schlägt die Mission sofort fehl. Geh in Deckung und vermeide Verdacht. Geh zu einem Deckungspunkt, um dich automatisch dort zu verstecken. Während du in Deckung bist, kannst du verschiedene Aktionen ausführen, um dir aus der Bredouille zu helfen. Du kannst etwa Kleingeld oder Rauchbomben werfen. Den Deckungspunkt kannst du erst verlassen, wenn die Luft rein ist. Näheres Ansehen. Bewege den Cursor über eine Person oder ein Objekt, den du näher ansehen möchtest, und drücke Dreieck. So kannst du Hinweise erhalten. Billiges Ablenkungsmanöver. Bewege den Cursor zum Boden, während du dich an einem Deckungspunkt versteckst, und drücke R2. Du wirfst eine Münze in diese Richtung und das Geld wird dir aus dem Geldbeutel entzogen. Die Münze lenkt Gegner ab und gibt dir die Gelegenheit zu entkommen. Alright, let's go. Das ist aber schon geil, dass sowas halt wieder dabei ist. Ansehen. I'm gonna check on the kid. Keep an eye out here. You got it. Aus, als wäre Jon weiter oben. Der verdammte Idiot ist mir im Weg. Ah, I get it. Ball? Still alive, right? Good. Ah, ist auch am Leben. Tür öffnen. Tür öffnen. Okay, auf jeden Fall in die Türen hier rein, weil dort Hardcore-Magazin. Wenn nicht, dass hier auch die letzte Katze ist, das wäre dann auch schwierig. Bevor ich nach oben gehe, erstmal in diese Räumlichkeiten. Alles draußen. Bronzeteller. Ah, hier ist auch wieder was, aber hier komme ich nur von oben hin. Okay. Ja, mit der Drohne komme ich hier nicht hin. Kommen wir nur... Ich bin halt zu blöd, hier drüber zu steigen. Das bekommt Kaito nicht hin. Das ist nicht möglich. Hier ist auch was. Silberteller. Jetzt kann ich nach oben. Ich gucke hier noch kurz. Hier. Und hier kam ich ja, aber trotzdem kann ja sein, dass hier irgendwas ist. Ein Stockwerk oben. Schleichen wäre nicht verkehrt. Nö, Kaito macht das nicht. Ihr werdet in einem der oberen Stockwerke sein. Da muss ich wohl in jedem Winkel nachsehen. Hm.
Also schon geil gemacht. Let's see. Ist halt schade, dass halt nur 4 Kapitel sind. Sieh nach, was in den Räumen vorgeht. Let's see. Riechen. Riechen bringt, glaube ich, gar nichts. What have we here? Das ist auf der anderen Seite, aber die Tür ist abgeschlossen. Over here, maybe. Duty is tough work. What day is it today? What's that noise? Kann ja in die Räume nicht rein. Hier scheint niemand zu sein. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Is this it? Hier scheint niemand zu sein. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Und das ist in einem abgeschlossenen Raum. Muss ich ihn dazu bringen kann, aufzumachen? Klopf doch einfach mal. Hey. Oh, irgendwie. Hier kann man auch nicht speichern. Klopfen. Klopfen. Na, ich gucke mich mal in den anderen Räumen um. Genau deswegen. Naja, sonst hätte ich die nicht gehabt. Genau. Armband. Armband, 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 Armband. Angriff plus 3%. Ja, nee. Ich könnte weiter oben gucken, aber ich muss ja hier hin. Ich könnte hier einfach mal klopfen und ihn rauslocken. Wer klopft, der möget erhalten, und zwar Prügel. Klopf an eine verschlossene Tür, wenn sich ein Gegner auf der anderen Seite befindet, um ihn anzulocken und so die Tür aufzuschließen und schalte ihn dann aus. Erfährst du im aktiven Suchmodus, dass sich ein Gegner auf der anderen Seite befindet, kannst du ihn mit X in der Nähe von der Tür dazu bringen, die Tür zu öffnen und ihn auszuschalten. Wie geil ist das dann? And down you go. Ach, Kaito, der regelt das halt auf so eine Art. Ha, das hat geklappt. Funktioniert bei den anderen Türen sicher auch. Zurück. Hier ist niemand.
Ja, aber trotzdem kann man hier vielleicht was bekommen, genau. Ah, hier kann ich aber nicht in den Modus gehen für Riechen oder für andere Sachen. Auch nicht ranzoomen. Dann gehen wir mal nach oben. Nächster Raum. Was haben wir hier? Verdammt, andere Wachposten. Wir müssen ausschalten, sonst wird das nichts. Sleep tight. This right here. Bin still hier. Die Tür ist auch nicht abgeschlossen. Is this it? Der Geruch? Da raucht jemand. Let's see. Hier scheint niemand zu sein. Die Tür ist nicht abgeschlossen. This right here. Hier scheint niemand zu sein. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Und hier ist halt jemand. Wo ich halt da reingehe, immer in den anderen Räumen. Gute alte, erstmal indirekt den Weg gehen und dann direkt. Mist. Da liegt was. Komme ich nur vom anderen Stockwerk, okay. Premium Boss. Taurina. Taurina habe ich schon vor. Taurina habe ich vor. X-Leiste. Klopf, klopf. Puff. Puff. Down you go. Perfect. Ah ja, hier geht's direkt so hoch. Ich würde aber gerne wissen, wie das auf... Achso, hier geht's ja gar nicht weiter. Achso, ja gut, das macht ja natürlich auch Sinn. Die macht natürlich Sinn. Auch hier nicht speichern, das ist halt auch ein Problem, wenn man hier gesehen wird.
What have we here? Ich höre jemanden schnarchen. Niemand zu sein. This right here. Hier scheint niemand zu sein. Let's see. Is this it? Da redet jemand. Hello? Hey, you busy tomorrow? Riechen ist hier auch nicht. Also da schnarcht einer. Dann gehe ich erstmal hier. Offenes Z habe ich voll. Abgeschlossen. Ob hier irgendwo der Schlüssel rumliegt? Ah ja. Ein Kamulop-Kostüm. Also kein Kostüm, eigentlich nur der Kopf. Aber cool. Ach, Kamulop. Ich würde... Oder den Schnarchenden, weiß ich nicht, ob der wach wird. Aber der ist halt weiter entfernt. Oh, Scheiße. Nur wegen dem Goldteller. Klopf, klopf. Lights out. Du hast bestimmt den Schlüssel. Sleep tight. Schlüssel zum Bato-Versteck. Ein Schlüssel. So wie ich den Schlüssel kenne, will er noch als nützlich erweisen. Ein Silberteller. Der Schlüssel, der ist bestimmt hier für den Dingsraum. Ich habe vorhin einen Schlüssel gefunden. Vielleicht passt er da durch diese Tür. Wie er passt. Sesam, öffne dich. Den einen lasse ich einfach schlafen, weil... Keine Ahnung, was passieren sollte, weil ich kann halt mit dem Schlafen nichts machen. Right there. Puff.
Still alive, right? Good. Okay. Boss Light Sugar. Sonst. Speichern kann ich hier auch nicht. Suche nach Jun. 8300 SP. Sieht doch aus wie Endbosskampf. Shh. How'd you know where I was? 'Cause I'm a pro, that's how. Oh, come on! How long have you been here? We were just on our way out. No. Well, I suggest you stay and play. I brought in a special guest for the occasion. Should I even bother to ask? Fudo-san! See him? It's that Kaito schmuck I told you about. You're up! You're a heavy hitter? As a former Omi Alliance patriarch, he's as heavy as they come. See, after his clan went the way of the dinosaur, we figured we ought to put his talent to work. Better say your prayers. Just hearing the name Fudo the Killer in Kansai makes people piss themselves on the spot. Okay. Not to mention he's built like a brick shithouse. You're just a little skid mark to him. Kaito? These dickheads might actually have a point. Can you take him? In a heartbeat. So, heard you used to roll with the Tojo clan. Is that right? That was a lifetime ago. I'm just a detective on the straight and narrow now. And that brat must be your kid, huh? Well, not exactly. The name's June, you big oaf! Ha! Cute. Well, I may not know what brought you, but unlike you, I don't get paid to think. I get paid to ruin people. So don't hold it against me. When your son sees me rip Hätten die alle eine Schusswaffe, wäre ich eigentlich gearscht. Done posturing. Then let's do this. Fudo der Killer. Come on. This is what I'm talking about. Nein! Nichts! Deckensetzung niedrig. Aua! Nein! Ja. $16.000. Damn, Kaito! You're a beast! Well, look at you. Someone just doesn't stay down. What can I say? The man stays true to form. Ha! You haven't seen shit from my dad yet. He was just warming up. Fudo-san? Your name's Kaito, ain't it? Yeah? You got a good kid there.
My son should be about his age. But he's done with his old man now. I didn't take this job to ruin more families. So from here, I'm calling it quits. Huh? Was? Ja, ein schlechter Witz. Ja, gut. Shit. Sentimental old bastard. Looks like I've got no choice. I really hate to do this, but the kid comes with us no matter what. Even if you die. Kaito, meet me in the batting center. What? Hey! If you want me, then come get me! You bitches couldn't catch me if you tried! Bye! Go get his ass! You dumbass. You got lucky. Ja, war viel zu riskant. Ich meinte, wir treffen uns beim Betting Center. Hoffentlich konnte er entkommen. Ja, cool. $42.000. Den Angriff erhöhen. Todesmut. Du wirfst deinen Gegner mit ganzer Kraft. In diesem Move hat Kaito sich von einem starken Gegner abgeschaut. Gerät er in Bedrängnis, hebt er den Gegner hoch, um ihn todesmutig rückwärts auf den Boden zu schleudern. Für höheren Schaden drücke rasch Kreis, wenn du den Gegner hochhebst. Drücke bei niedriger Gesundheit neben einem niedergeschlagenen Gegner Dreieck. Ach, wegen Fudo-Kampf. Okay. Betting Center. Okay, warum dann so weit hoch? Also, okay. Warte. Ja. Ein Verfolger, was? Kommt wenig überraschend. Gut, ich werde ihn einfach mal ein bisschen in die Ehre führen. Ach, mit diesem Typen im Schlepptau kann ich nicht zu Jun. Was soll ich machen? Der Rauschebart Kaito. Der Rauschebart Kaito. Dieser alte Trick funktioniert. Aber ich wollte eigentlich hier zum Detektivbüro. Die erkennen mich?
Wie? Ich bin doch Rauschebart Kaito. Okay. Weil ich will mal kurz in mein Büro wieder rein. Und dann mal die Schallplatten abspielen, die ich habe. Weil ich habe ja natürlich nicht alle freigeschaltet, weil dann musst du Mahjong und Shogi Preise gewinnen wieder, um halt alle Schallplatten zu bekommen. Naja, Mahjong und Shogi halt. Deswegen auf 100%. Ja, immer so eine Sache. So, was haben wir denn hier? Musik. Das hier ist... Esmeralda? Ja, kennen wir alles von der Schule noch. Girls? Opening? Yagami Detective Agency. Oh, diese Boxen. My Own Style. Ja. Faster than Lightning. As well. Okay. Was waren die? Nehmen wir erstmal Ralda. Also die Master System Spiele, die habe ich hier aber nicht gefunden. Also, Alex Kidd, okay, aber die anderen... Also bei Lost Judgment, ja, da habe ich die gefunden. Aber hier? Sega. Ich kann nur hier oben Bitte um lesen. Entschuldigung, dass ich Harakiri mache. Aber keine Umstände. Schleif den Säbel. Danke. Kugelfisch. Kamula. Wow. Oh, ich lasse die Musik einfach laufen. Kack, egal. Hier diesem Kaito egal. So. Angriffsboost habe ich jetzt auch voll. 19 von 20 Wappen. Fehlt noch eine Katze. Wie ist denn diese letzte Katze? Meine Güte. Was ist eigentlich mit Yagami? Hat der Urlaub? Nee, der ist bei einem Fall dort. Ganz am Anfang hat man das erklärt, dass der noch an einem Fall arbeitet und mir die Arbeit hier im Detektivbüro überlässt, weil er dann eine Zeit lang
weg ist. Deswegen, das hat man halt so gesagt. Er ist halt noch was erledigen oder so dort und ist halt ein paar Tage weg. Für einen Fall. Und in der Zeit soll sich halt Kaito um die Agency kümmern. Also um das Büro. Aber selbst die anderen Kollegen sind ja auch nicht da. Detektivbüro Wartung. Das Square. Säge. Heute werde ich aber ständig von einem Stream schauen abgehalten. Wir sind 30 Minuten weg. Wieder. Bis? Ach, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, da muss man den ersten Stream angucken. Dann erklärt er das halt, dass Yagami bei einem Fall noch dran ist und für ein paar Tage halt weg ist. Und Kaito in der Zwischenzeit oder so sich um das Büro und die Detektivarbeit kümmern muss. Ja. いらっしゃいませ。ありがとうございました。Katzi. Irgendwo habe ich noch einen Winkel vergessen, wo eine Katze noch ist. Uff. Got a little workout in at least. Kaum sitze ich, komme aus der Ferne. Ich brauche kurz nochmal deine Hilfe. Ja, hallo, ja, ich komme. Ja gut. Zur Not musst du den halt später dir in Ruhe angucken oder so. Gerade wenn es spannend immer ist, gell? Don't go picking fights you can't win. Betting Center. Sechs von 10. Erinnerung. 6 von 10. Erinnerung. 40.000. Bombentreffer. Warte. Bombentreffer, das kommt mir so bekannt vor. Au. Got a little workout in at least. Bombentreffer.
Die Erinnerungen hier alle zu finden, das könnte vielleicht noch eine etwas schwierige Aufgabe sein. Don't go picking fights you can't win. Okay, der ist hier zu. Der ist hier zu, okay. Weil das war Spoiler in Judgment. Ein wichtiger Ort. Aber irgendwie scheint es, dass wir von der anderen Seite da reinkommen. Ja, hier kommen wir auch nicht rüber. Ja. Ah, stimmt, hier hoch. Vielleicht entdecken wir von hier oben was. Ja gut, von hier oben eine Erinnerung zu erkennen, ist glaube ich auch schwer. Nicht hoch? Okay. Dies geht nicht. Nicht, dass hier irgendwas ist. Okay. Tatsache, man kommt hier nicht durch. Ah. Wir haben ja schlau eingefädelt. Aber sonst auch nicht hier auf der unteren Seite. Ah ja. Genau dahin wollte ich. Ah, und hier ist die letzte Katze. Oder? Nein, hier ist ein Geruch. Is this it? Platinteller. Nee, Katze ist doch nicht hier. Geh ich mal hier hoch. Riechen auch nicht. Erinnerungen. Ich glaube, der hat hier mit Kaito nicht wirklich eine Erinnerung. Ich glaube, hier war schon eine Katze. Mal gerade bei Mayong. Ah ne, Shogi war das.
Shogi-Punkte eintauschen. Ah, eine Schallplatte, die ist 5000. Boah. Ladenteller 200.000. Random Fire. Wieder mit Kiyoram spielen. Okay. Ah, warum nicht Go? Aber Shogi und Mahjong ist halt immer so eine Sache. Das nur für die Schallplatte. Ja. Ja, das war der Raum. Okay. Hier ist aber auch keine Katze. Aber dieser Ort, der ist halt auch in Judgment wichtig. Hier kann einer rauchen. Wo ist das letzte Kätzchen? Got a little workout in at least. Ja. Und wieder wird nochmal für nächste Woche abgefragt, wie immer, ob das alles so hinhaut, wie besprochen. Auto ist voll, ja, einkaufen morgen, ja, wo sind nach der Schule die Kinder, Oma noch Bescheid jagen, ja. Noch genug Geld auf der Karte, ja, und so weiter und so weiter. Ja. Kann ja sein, dass er es am nächsten Tag vergisst. Da kann man auch ruhig den Mann auch mehrmals daran erinnern. Bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht, du musst das halt auf dieser Seite so sehen. Also, die macht sich halt nur Sorgen um dein Alter und dein Gehirn und so. Ist doch lieb. Ja. Mein Candy. Ich glaube, in der Gasse waren wir jetzt schon zu oft. Hier ist die Gasse. Ich dachte gerade, ich hätte eine Katze gehört. War wohl doch keine Katze. So, jetzt kann sie durch. Ach, ja. Don't go picking fights you can't win.
Und das mit den Erinnerungen wird ein bisschen schwerer. Du musst halt wirklich jeden Zentimeter abgehen oder halt mit der Drohne suchen. Da ist der Teller. Ne, hier nichts. Hier war ich auch schon, oder? Ja, ja. Ja, das war dieser eine Ort hier. Wo ich hier die Erinnerung gesehen habe. Ja, von oben kann man halt vieles erblicken, aber ja, nicht wirklich alles. Dann gehen wir mal Richtung Betting Center. Ja. Uff. Wonach suchst du gerade? Du sitzt gerade falsch links unten, weil du die Map verdeckst. Miss? Auf der Map kann man das eh nicht sehen. Theoretisch suche ich nach der letzten Katze, aber die kann ich auch zum Schluss suchen. Beziehungsweise das letzte Matsugane-Orden-Ding. Um halt einige Sachen freizuschalten. Und ganz zum Schluss will ich halt auch Erinnerungsstücke freischalten, wo die alle sind. Also ich gehe jetzt erstmal weiter in die Story. Wenn das Spiel mir halt sagt, oder so, hier bis dorthin, jetzt kommt bald der Schluss, dann kann ich halt immer noch gucken, ob ich hier alle Erinnerungsfetzen zusammenbekomme. Wäre schade, wenn nicht, aber wenn das halt nicht so ist, dann ist es halt so. Weil wie gesagt, ich kann halt Katzen hören. Sehr, sehr gut. Hier der Urriecher, da kann ich halt Sachen schnüffeln, aber das wird auf der Karte manchmal angezeigt mit so einem blauen Umkreis. Und der Urblick, den sieht man überhaupt gar nicht auf der Karte, den sieht man nur im Spiel selber. Das ist halt so rot schimmernd am Glitzern. So gewisse Stellen. Das sind oft irgendwie Orte, wo Kaito halt, naja, sich erinnert an alte Zeiten. Aber ich kann das halt auch kurz vor Ende machen. Also ich muss es jetzt nicht machen. That's all you got?
Ich drücke mich auch ein bisschen vor dem Ende des Spiels. Das ist halt normal, weil das ist halt nur ein kurzes DLC. Geht halt nur 4 Kapitel. Don't go picking fights you can't win. So, der Junge ist jetzt im Betting Center. Und diese Erinnerungen, die können halt überall irgendwo sein. Aber ich gucke halt selten oben, also wo Schilder sind. Aua, aua. Got a little workout in it. Und das alles kann nur Kaito in diesem DLC. Ja, ja. Weil die 3 Affen nicht können. Hören, riechen, sehen. Ja. Das kann halt nur Kaito. Weil in Lost Judgment konnte doch der Yagami da doch dieses eine Abhörgerät gehabt, um halt ja Geräusche wahrzunehmen oder Gespräche wahrzunehmen von Weitem. Dann dieser komische Detektor, der dann halt Wanzen oder sowas finden kann. Oder so ein lauter, schriller Ton halt immer war, wenn du in der Nähe bist. Ja. Und dann konnte er halt Sachen erblicken. Aber jetzt nicht so stark wie Kaito. Aber Katzen würde ich ja von Weitem hören. Und das wird auch auf der Karte angezeigt. Nimm dies. That's all you got? Also die letzte Katze, die kann ich bestimmt noch irgendwie finden. Außer es wäre ein Ort, der nur in der Story zu erreichen ist. Also so wie gerade eben hat man ja gesehen, gibt es einen Ort, wo man halt diese Schriftrolle nur dort bekommen kann und halt nicht nochmal wieder dorthin kommt. Der Ego-Shooter, der ist auch nicht mehr hier. Hier der Automat mit dem Ego-Shooter-Ding. Das Grinsen. Bei den Erinnerungen, warte, ich muss gerade gucken, bei den Skill. Fortschritt Story. Bestimmte Anzahl Kampfboni für Luftherrschaft. 6 von 10. Erinnerungspunkt erforderlich. Entdecke den Standort mit Überblick. Spezielle Bedingung erforderlich. Erlange eine bestimmte Anzahl an
Zurück auf die Schulbank, Kampfboni. 8 von 10. Erinnerungspunkt erforderlich. Entdecke den Standort mit Überblick. Und hier auch. Erinnerungspunkt erforderlich. Entdecke den Standort mit Überblick. 40.000. Erinnerungspunkt erforderlich. Entdecke den Standort mit Überblick. Erinnerungspunkt erforderlich. Entdecke den Standort mit Überblick. Spezielle Bedingungen erforderlich. Erlange eine bestimmte Anzahl an Eisern-Kampfboni. Erinnerungspunkt erforderlich. Entdecke den Standort mit Überblick. Also man sieht halt, einige Skills kann ich nicht freischalten, wenn ich gewisse Bedingungen nicht habe. Spezielle Bedingungen erforderlich. Finde alle Katzen in Kamurocho. 19 von 20. Erfordert Skillbuch Tarnungsgrundlagen. Spezielle Bedingungen. Lerne alle anderen Skills. Lege das blutige Wappen an und besiege 3 starke Gegner, die dich verfolgen. Besiegt 3 von 3. Diese Bedingung habe ich, aber noch nicht alle Skills erlernt. Aber das sind so Sachen, die kann ich auch zum Schluss noch machen. Also ich hätte das halt gerne auf 100%, was das Skillbuch-Ding angeht. Oh, lilaner Gegner. Lila Gegner, komm her. Die geben gut SP. Also SP farmen kann ich ja, aber ich kann auch nichts erhöhen jetzt. Mann. Au. Hab dich. 5000. Ich habe, glaube ich, keine Skills zum Normal freischalten. Ne. Alles Bedingungsskills. Eiserne Liebe wäre zum Beispiel auch gut, dann kann ich halt alles fressen, ohne mir halt Sorgen zu machen, ob mein Magen voll ist oder nicht. Okay, aber hier Story. Nein, Story weiter. Muss dann später einfach mal gucken in Ruhe. Und hier ist Kaito, Cat Dog, ja. Genau, ich habe ja Zeit genug. Ich habe ja Zeit genug. Das Spiel wird mir schon sagen, wann halt das Ende kommt. Ach, das Baseball spielen. Die Gline. Hey! Sup, Kaito? How'd you like my little escape plan? Pretty slick, right? Dumbass! You nearly got yourself killed! What if that guy shot you, huh? Yeah, well, thanks to me, no one got shot. I totally pulled my weight back there. Don't you realize those were ex-Yakuza? They wouldn't hesitate to dump you in the ocean if they wanted. So what? Was I supposed to stay put? Tell me how you planned on getting out of that. Well, I was working on that, okay? See? You would have been toast if it wasn't for me. Admit it. Also, you know they need me alive for a ransom, right? I wasn't in danger at all. You know what, kid? Where's your house? Huh? Why? So I can walk you home and leave your ass there. No matter what I tell you, you keep getting yourself deeper into dangerous shit. And I'm not gonna be held liable. Come on, don't be like that! What about my mom? I'll find her myself. And when I do, I'll give you a ring. How about that? Dude, chill! Why are you flipping out on me? I was just trying to help out, okay? God, I'm glad I don't have kids. Okay, where the
hell did I put your dad's card? Ah, here we go. Go! Hey, stop! What's gotten into you? Visitenkarte des Vaters gegessen. I'm not going home, damn it. Kinder. Kid, I get it. You're committed, really. But what would your old man think if you died out here? My old man? My old man wouldn't give a flying shit. If I was dead, it'd only make his life easier. His job's all that matters to him. That can't be right. Sure, that's not just teen angst talking? No, man, I swear I'm not making this up. He genuinely does not care about me. Like, I was gone for a whole week not too long ago. When I got back home, he didn't even notice I'd left. Well, you ever think it's his position that keeps him occupied? He's in charge of an entire company, right? It's not just that, man. I've lived with him long enough to know what he really thinks. Ever since I was little, I could tell the way he looked at me was off. It's like, yeah, he put up with me when Mom was around, but now, he doesn't even pretend to be a dad. Bet he's glad I'm out of his hair as we speak. There's no way he'd think that about his own son. That's the thing, isn't it? I'm not even his son to begin with. Mom's diary told me that much. Sure explains why my dad hates my guts. We don't even know that. Bis bald, ihr Lieben. Und dass ihr mir schön artig seid während unserer Abwesenheit, sonst geht's Haue. Und Haue regiert die Welt, so ist es doch. Start making sense. Oh, während des Dialogs. Also, there's another thing. The way Mom kept writing about you in her diary. Okay, dann ciao, ab in Büro. To meet you. What for? Mom described you like some kind of real-life superhero. She said that you had a knack for knowing whenever she was in over her head, that you'd swoop in and take out anyone giving her shit. Her diary was Ich hätte auch full gerne of den cool jungen Kaito stories about you. gespielt. I'd spend hours poring over it. But maybe don't mention that to her. She really talked me up that good, huh? Yeah, she did. That's kind of why I ended up hoping you were my dad. I just needed it to be true. Hang on a minute. Don't tell me I'm why you're all hung up on the Yakuza. Mann! Büro! Yeah. Who would have Verzieh been dich! after reading all that about you? Get where you're coming from. Give up. Wie so ein kleines Kind immer. Not many are cut out for that life. Plus, you've got way better options out there. Are you saying that as my Yakuza senpai? Or are you trying to give me a dad lecture? Call it what you want. I'm still not changing my tune. A bad idea is a bad idea. You say that, but how else am I gonna get strong? Strong enough to protect the people I care about. You want to get strong, June? Then focus on what's in here. Huh? What do you mean? Just keep that fire burning in your heart. And it'll all make sense one day. Well, then I'm gonna tag along with you until that day comes. Sound good? All right. Just do me a favor. No more stunts that could land you in the morgue, okay? Deal! So, where were we before all of this? Good question. Let's figure that out at the office. The cleaning lady might have got in touch. Right, I forgot about her. Verlagte. Visitenkarte. Zeugenaussage vom Manager. Da und da. Hier haben wir schon die Sachen.
Ach, so eine Mann. Dann gehen wir weiter. That way, huh? Oh, wer war dieser eine Typi, der mich die ganze Zeit verfolgt hat? So, hier beim Baseballspiel kann man, glaube ich, auch 2 Schallplatten bekommen. 2 Schallplatten und Dart. Und gerade den Home Run Kurs. Du kannst gut. Warte, ich komme und ich renne. Renne in die Dunkelheit und Kälte, ohne Angst davor. So, stärkste Schläge. Das ist der beste Schläger. Okay. Time to knock it out of the park. Ui. How about that? Ah! Nein! Mitte, links. Hell yeah! Ah! Nein, zu früh. Man! Man! Ah! Mann! Man! Man! Ah! Man! Man! All right. Oh, Slider. Ah! Man! Meine Fresse, ey. Das mit dem Profischläger. Hab ich ja gar nichts von gesehen. Ah, gehen wir einfach. Bin enttäuscht von Baseball. Also dort die 1000, ja. Die kann man halt bekommen, die Punkte. Also hier muss ich wieder hin. In meinem Detektivbüro. Also nicht, dass eine Bedingung irgendwie auf Stufe normal oder so ist. Wie halt auch bei Judgment, das war mit dem oder Polizei weglaufen. Zweimal. Lead up, Kaito! Böse Buben immer. Dude, are you Mensch, Kaito, was da los? Ja. Oh. Hier riecht was. Hier, seht ihr? Hier auf der Karte. So wird das halt angezeigt. Und hier in dem Umfeld ist dann irgendwas zum Riechen. Where's it coming from? Ah, hier. This right here. Feuerlöscherschutz. 1000 SP. Verringert die Dauer vom Brennen um 50. Es macht keiner Brandschaden. Also hier brennt man halt nicht so sehr wie in Like a Dragon oder so.
Bluten, okay. Aber brennen ist halt wirklich sehr, sehr selten. Vielleicht beim Park, bei diesem Dings dort. Nochmal Goldteller. Ich muss halt so ein bisschen weiter die Hauptstory spielen. Und dann kann ich halt in Ruhe Sachen suchen. Ich werde einige Erinnerungspunkte, die sind halt wirklich schwer zu sehen direkt. Mal looten da oben. Aufgebrochen? Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Aber was ist es? Was ist mit dieser Postbox? Nee, das ist keine Sonderlieferung oder so. Keine Jobanfragen, aber wen wundert's? Is this it? Ein Bronzeteller. Bis. Kann mich doch nicht bewegen. Let's see. Zigaretten? Eigentlich nichts, was Verdacht wecken sollte. Aber Tak war nicht im Büro. Das kann also nur heißen... Is this it? Könnte schwören, ich hätte etwas gehört. Ist jemand da drin? Vielleicht sind das bloß Hausratten. Ich sollte mehr sauber machen. I'm getting close. Da ist jemand drin? What's up? Well, darn. It seems I lost my key. No way. Really? How about you come help me look for it? Maybe we should go to the police, see if anyone turned your key in. I never lost the key, June. Huh? I could smell cigarettes coming from the office. And not the brand we smoke. Oh, that's weird. All the brands smell the same to me. Hang on. You better not be smoking. Well, look, is that really important right now? Besides, who cares what brand it is?
Who cares? It means someone's been smoking on our property. Like I said, who cares? Yep. I'm saying someone might be in our office. And I'm pretty damn sure I locked the door. You don't mean... You think it's those bogus detectives? I do. And I'm gonna use the drone to find out. Mit der Drohne. Aha, warte. Ein neuer Skill. Blühende Bindung. Jun hilft Kaito aus der Klemme. Ihr Verständnis füreinander ermöglicht den beiden einen Duo-Angriff. Dies ist nur einmal pro Kampf möglich, während Jun Kaito folgt. Drücke Dreieck, wenn Kaito am Boden liegt. Ohne. Sieh einer an. How slow can his giant ass be? He was right there when he said he dropped the key. He'll be back soon. Knowing him, he'll probably just give up and kick the door in. Hey, go unlock the door for the big galoot. Okay. Talk about a close call. What now? We do the smart thing when dealing with burglars. Hello, officer? I got a problem here. Some armed robbers just broke into my office. Doch, so kann man am besten damit klarkommen. Police! What are you doing? Hey, are those firearms? Oh, shit! Aniki! Oh Gott. Aniki, let's get out of here. Hey, jackass! You're supposed to tuck and roll! Oh, and you owe me for the window! Hey! Freeze! Solves that problem. Bet they'll think twice about pulling that again. Ja. Huh? Mhm. Ich habe den Zettel gefunden, den ich vorhin erwähnte, Herr Detektiv. Oh, tatsächlich. Also die Putzfrau. Er ist Doktor und lebt in Chiba. Er heißt Yasutaka Hirakawa. Seine Telefonnummer lautet 04x 4x. Okay. Es fällt mir auch ein, dass er nach der Frau auf dem Foto suchte, das sie mir vorhin gezeigt haben. Er sagte, dass sie etwas mit dem Kamuro Theater zu tun haben könnte. Danke, gute Frau. Das hilft mir weiter. June, we've got a lead. It's from the cleaning lady. What she got for us? So, the guy who was going around looking for Mikkiko? Apparently, he's a doctor. He gave our cleaning lady friend his number, too. Looks like a landline. So if I do a little search... Bingo! Got ourselves a homepage. Runs a clinic in Chiba. That's way out in the sticks. Chiba? So, is that our next lead on Mom, then? Could be. Nice! Then let's get going! Right. So, about the detective and that kid looking for Mikkiko Sadamoto. What next? Tail him. Don't let him catch wise. On it. Hmm.
Buch. Kapitel 3, Blutrache. Ich will eigentlich nur einen Speicherpunkt machen, also da drunter. Der war direkt auf einen leer drauf. Kaito and Jun take to the streets to discover Mikkiko's whereabouts. But the clues don't come easy, as Mikkiko was reported dead 2 years back. Eventually, a doctor by the name of Yasutaka Shirakawa turns up. It seems Shirakawa had been looking for Mikkiko as well. Following their only solid lead, Kaito and Jun head to Shirakawa's clinic in the remote countryside. Yet an unknown danger threatens to end their investigation early on. Stimme. Blutrache, Kapitel 3. Wow, I even moved the alarm and everything. Turning it off in your sleep is a talent. Need food. If you're hungry, I suggest you get out of bed and help set the table. Breakfast is almost ready. Wieder hinlegen, aufstehen. Aufstehen. Need Good morning, sleepyhead. No. Vergangenheits-Kaito. Huh? What am I doing back here? Wasn't I just out looking for... Was? Still in dreamland, I take it. You do always sleep like a rock. Now come on, breakfast is almost on the table. At least give me a hand with the plates. Sure. Hä? Alright, dig in. Wow. Ihr den Bauch vollschlagen, ihr für das Essen danken. Thanks for cooking. Ich habe Einfluss auf die Vergangenheit? Fällt mir ein, heute ist ja der Überfall. Wird meine letzte Mahlzeit sein. Nein, reiß dich gefälligst zusammen. Wovor zur Hölle hast du Angst? What's on your mind? Hübsch siehst du aus. Lass uns morgen wieder zusammen essen. Über den Überfall. Nein. Was? Oh, nothing. Just thought you looked nice this morning. Okay, what are you hiding? What am I? Kann man nicht mal ein Kompliment machen? Okay, so you were just sleep talking. Hey, I'm wide awake here. Then tell me, did you wake up for me or the food? Good question. Gee, way to ruin the moment. Lass uns morgen wieder zusammen essen. Say, Mikkiko. What? Would you make me breakfast tomorrow, too? I suppose I could. Über den Überfall. Mikkiko, we gotta talk about the raid. Huh? Listen, the boss is like a father to me. So if it came down to it, you know... Mealtime is a peaceful time. No drama at the table. We established that when we first moved in together. Right. Das war Kaito mal weg. Sorry. Das war's. Let me watch those. Sure, that'd be helpful. Warum spielen wir jetzt wieder Vergangenheits-Kaito? Masaharu-san? Er wäscht sein 'n sein 'n 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 'n
Actually, never mind. Doch? You sure? Mikkiko, listen. The last thing I want to do is screw up what the two of us got going. Ja, die wollte sagen, dass sie schwanger ist. I've been thinking about things. I decided I'm gonna talk to Matsugane-san. I know he'll hear me out. What? See, when I swore that oath to him, I figured I'd signed my life over, too. That's why I can't forgive those pricks who went after him. But the last thing I want to do is break your heart. Wait. Masaharu-san, what are you saying? I'm saying I'm out of the raid. That's final. Now, going clean's gonna be another story, but I'll take care of it somehow. As long as I can keep waking up to you, it's worth it, Mikkiko. Oh, what have we here? Am I interrupting something? Huh? June, I thought I wouldn't see you today. Sleep well? Well, yeah, but it's Dad here who's always sleeping in. In fact, he's asleep right now. How long you gonna doze off anyway? Gotta wake up to reality sometime! Ich habe nur geträumt. Ja, war ja klar. War nur ein Traum. Ich habe mich gerade gewundert, so, hä? Huh? Kaito? Kaito! Hello? Anybody home? We're here. Traum. Oh, gotcha. What were you dreaming about anyway? You were smiling like a little kid almost. Was I? Huh. Don't remember. Must have been a real nice dream. If you say so. Hab von deiner Mutter geträumt. Was soll man da sagen? Neuer Ort? Schön. Hey, my mom's still out there, right? Well, she sure wouldn't have done herself in. You and I both know that. Right. There's no way she'd disappear without a good reason. Here's our clinic. And apparently, someone's residence. Think we'll get some clues about my mom here? We don't know that yet, but we'll see. Yes? Sorry to bother, but I'm a detective out from Kamurocho. The name's Kaito. What would a detective want with me? Well, this is where my search took me. Mind if I ask you a few questions? Does it have to be me, specifically? What is this about? I'm looking for a lady by the name of Mikkiko Sadamoto. She's my mom, by the way. I thought she was dead, but it turns out she might just be missing. You're her son? Give me a moment. Thanks. I came on behalf of the Yagami Detective Agency. Very well. I am Yasutaka Shirakawa, director of the clinic here. Yasutaka Shirakawa, Leiter der Shirakawa Klinik. So, you're really Mikkiko's son? Yeah, my name's June. I take it you're familiar with Mikkiko, then? Well,
That depends on what you mean by familiar. Here, why don't we all have a seat? Das ist aber schön dort. I apologize for not inviting you in. You see, I've been living alone so long. My place is an absolute mess. Don't sweat it. After all, we did show up out of the blue. Now, let's talk about you and Mikkiko. As I understand it, you were looking for her as well. This was a year and a half ago in Kamurocho. Yes, there's no denying that. Can I ask what for? I was trying to confirm her identity. Her identity? Care to explain that? Deep within these mountains lies a waterfall, an infamous suicide spot. Perhaps I should start from there. A year and a half ago, a woman's body was discovered downstream. All right. Due to exposure to the elements, her face was too decomposed to identify. However, a photo was found in her jacket. It appeared to be taken at the Millennium Tower in Shinjuku. It was of the woman and her son. No way. Me? But since that was her only possession, it wasn't enough to confirm her identity outright. As such, the police opened the case and began investigating. Unfortunately, progress was slow, if not stifled. So, thinking I could help move things along, I set out for Kamurocho, picture in hand. Whatever you heard about me was likely from back then. That would mean you're the one who analyzed Mikkiko's body? Yes, that was me. Her husband had requested a DNA test. Is there a chance those results were wrong? Not at a 99% match. I hate to say it, but that body was Mikkiko Sadamoto's. 99%. Kaito, this can't be right. What the hell is he even talking about right now? Hello? Earth to Kaito! Don't just ignore me! Say something! Didn't you hear? It's time to go home, kid. No. This was all for nothing. Mikkiko. Your mom is gone for good. What? No. Let me ask you this, Shirakawa-san. Are you sure her death was suicide? No signs of a natural trauma were detected on the body. And the police had confirmed it wasn't murder, so I'm afraid there's no other explanation. Damn it! Oh, macht der sich jetzt Vorwürfe, wie Sau? Damn it Mom! Oh, und wie der sich jetzt fühlen Why'd muss. you do it? I certainly wish I had better news to give you, especially since you traveled all this way. The least I can do is call a cab and save you a walk to the station. Wait. The Millennium Tower? Kaito? One last question, Shirakawa-san. Yes? About that photo they found on Mikkiko's body. Was that the only one? Just her and June at the Millennium Tower? Nothing more? I believe that should have been it, yes. I'll be damned. What? Okay, now we got a problem, Shirakawa-san. Your story doesn't add up. I'm sorry? Don't play dumb here. If all Mikkiko had on her was a photo at the Millennium Tower,
And you never knew her alive? Then what you told me was grade A bullshit. Ein Foto von Mikkiko und Jun, das Haramoto-san im Büro vergessen hat. Vielleicht. Was beweist, dass Hirakawa Mikkiko kannte, als sie noch lebte? Laut Aussage vom Manager des Cafés. Laut Aussage des Managers saß vor 10 Tagen eine Frau am Fenster, die Mikkiko sehr ähnlich sah. Nur trug sie eine Sonnenbrille, da ist sie nicht ganz sicher wirklich wahr. Laut Aussage der Putzfrau. Laut Aussage der Putzfrau tauchte vor einem Jahr ein Mann auf, der behauptete, Arzt zu sein. Er brauchte ein Foto von Mikkiko. Er brachte ein Foto von Mikkiko mit, behauptete, dass sie in Verbindung zum Kammertheater stünde. Aufzeichnungsgerät, mit dem konnte man den Sender dabei erwischen, wie er Geld von Hiroshi ergaunern konnte. Think back to when you went to Kamuro Theater. Maybe you'll recall a certain cleaning lady. Seems you approached her a year and a half ago about Mikkiko. You knew the place meant something to her, right? Problem is, how would you even know that in the first place? Everything you knew about her came from a single photo, taken at the Millennium Tower. In fact, that was your only clue to her identity. Didn't you say as much? I'll tell you right now. Mikkiko did have a connection with Kamuro Theater. But that's nothing a stranger, much less some random doctor would know. Unless, of course, you found that out from Mikkiko herself. Quit blubbering and tell me the truth! I understand. I'll talk. I think we should all go inside. That alone might help clear things up. Huh? Weil sie da drin ist. Please make yourselves at home. More tea will be ready soon. Be real with me, Kaito. You think he's got Mom locked up somewhere? This guy's a real creeper, if you ask me. I don't know, but I wouldn't rule it out. It'd explain the lack of contact, at least. Right? Dude, what if he lured us in to get rid of us? For all we know, he could be a total psycho. Der Kleine hat nicht ganz unrecht. Wenn wir nicht aufpassen, könnte alles Mögliche passieren. Ich glaube von ihm, uns zuerst draußen bequatscht zu haben. Ich wette mein letztes Hemd, dass er etwas verbirgt. Und nun, da wir drin sind, will ich auch herausfinden, was. Let's see. 2 Autos. Gut, er ist Arzt. Natürlich, das ist normal. Wenn hier irgendwie Indizien sind oder so, This right here. dass hier eine Frau lebt bei ihm. Ja gut, vielleicht wird es ja sein. Aber What have we here? What are these? Dumbbells? That geek actually works out? Guy sure doesn't strike me as the type. Maybe he wanted to get fit for the ladies, but bailed when it got too tough. My friend in school pulled the exact same shit. Guess it happens to the best of us. Let's see. Is this it? Hey, that smell. Yo,
You got food on you? Yeah, got some for you too. Sweet. Don't mind if I do. Okay. Riecht es nach Parfum? Das kenne ich. Irgendwas daran macht mich echt falgisch. This right here. Hier riecht es nach Parfum, das kenne ich. Ich kann da was riechen, aber das scheint nicht so wichtig zu sein. What's making that smell? Okay, das war riechen. Hören wir mal. Where's it coming from? Hören ist hier nichts. Also nur das. Ein riesiger Fernseher. Ja, man merkt, er ist ein Arzt. What have we here? Ein Esstisch für mindestens 3 Personen. Etwas groß für einen Junggesellen, der kaum Besuch hat. Und das ist Shirakawas Hemd. Sieht mehr nach einem Damehemd aus. Er hat doch jemanden zu This Besuch. right here. Ein Stofftier. Ja, das passt zu jemandem, der so einsam wie Shirakawa ist. Wobei Mikkiko auch auf solchen Kids stand. Muss im Game Center immer welche für sie gewinnen. Pichan? Ja, so ein bisschen. Bisschen Pichan. Foto. Is this it? Ja, das sind Blumen. Is this it? Vor dem Theater. Look at this. That's your mom, ain't it? When do you think it was taken? I don't know. But my mom used to wear her hair short. Guess it could have grown out since then. Who took it, though? And why is it here? Wait a sec. If this was taken after my mom disappeared... Then yeah, she's still alive. But this shot alone doesn't say much else. Das sollte ich mir näher ansehen. This right here. Huch, das ist das Camera Theater. Wann wurde dieses Foto wohl gemacht? Schwer zu sagen. What have we here? Wonder when this picture's from. You know anything, June? Can't say for sure, but I doubt it was all that long ago. Also hat er immer etwas kürzere Haare gehabt und hier hat sie lange Haare. Handtasche? Okay.
Hier in einem Bild kann man es nicht wirklich raussehen. Ja? This right here. Das Datum nicht lesen. Ich nehme es mal heraus. »23. Januar 2022. Moment mal. Oh, das ist noch gar nicht so alt. Früher stand das Datum immer hinten auf dem Foto, jedenfalls bei uns. Ja, ja. Aber je nach Kamera steht das halt auch vorne. Hey, Kaito! Isn't this... Mikkiko. Alive and well. Shit just keeps getting stranger. Why would Shirakaba lie about her death? And why hasn't Mikkiko reached out to her family? Also vor allem, wenn es mit der Digitalkamera aufgenommen wurde. Dann kann man ja diese Anzeige anzeigen lassen, das wird dann auch mit gespeichert. Dann hat es wahrscheinlich dann einfach, ja, ausdrucken lassen und dann war das Datum halt mit dabei. Foto von Mikkiko. Let's see. What have we here? How hot do I make the tea? 85 Celsius? No, that's for coffee. Guessing you don't entertain very often. Oh, sorry. No, not really. Oh, and don't even think about poisoning us. I would never do such a thing. My goodness. Uns vergiften. Lecker Wachsobst. Na, Kaito. Is this it? Ja, diese Designertasche wirkt recht feminin. Meinte Shirakaba nicht, dass er alleine lebt? Tragen das manche Männer? Ich glaube eher selten der Fall, oder? Irgendwie schräg, dass er so etwas hat. Moment mal, diese Tasche kenne ich doch. Oh ja, doch gleich. Schau mich noch mal um. This right here. Ja, die gleiche Tasche, die hier herumliegt. Vielleicht das Mikkiko. Ja, doch hier. Ermittlung beenden. Ja, ich will aber noch andere Sachen hier gucken. Weil ab und an findet man ja hier auch Schriftrolle oder andere Hinweise. Ich glaube... Welchen habe ich hier schon? Weil das hier bei Hören auch nichts ist. Quiet now. Es kann halt auch gut möglich sein, dass im Garten irgendwie noch
ein Hinweis ist. Ich hätte jetzt gedacht, oder so die zwei Autos. Aber wir haben theoretisch die Infos, die wir haben wollen. Und die wichtig sind. Aber sonst scheint er nichts zu sein. Man weiß ja nie bei der Decke. Kerzen. Mehr kann man nichts erkennen. Kaito, was machst du? Hören auch nichts. Das zählt auch nicht hier mehr als Raum, also nur der Raum zählt. Ja, ich glaube, das war alles. Der murmelt auch nichts. Okay. Keine Ahnung, ob ich jetzt alles gefunden hatte. Und den Keller eingesperrt. So, Mikkiko is alive. I got that right? Yes, she's alive. No health issues to speak of either. Awesome! You hear that, Kaito? Tell me then, what's Mikkiko been up to for 2 years? Why hasn't she hit up her family? And where is she right now? If you're assuming she kept her family in the dark, I can assure you that's not the case. What do you mean? She developed dissociative amnesia. In layman's terms, severe memory loss. She... what? It was 2 years ago that I found Mikkiko-san at the riverbank. I rushed back here to give her treatment, but when she came to, she couldn't remember anything. All she could tell me was her name. Damn. If it was amnesia, no wonder we never heard from her. Okay. Can you tell us where she is now? I don't quite know where she is. She left some time ago. What? She's gone? You've got some beans to spill, Doc. And I ain't talking edamame. Warum haben sie als tot ausgegeben? Hatte sie wirklich eine Amnesie? If Mikkiko's really alive,
Then let's get this out in the open. You faked Mikiko's death. That I did. It was to protect her. Schutz. To protect her? How's that work? It was right after I rescued Mikiko-san from that riverbank. Some unfamiliar people showed up in our area, real unsavory types, and they had a picture of Mikiko-san. They went around asking all the locals, have you seen this woman? I was no exception. But then Mikiko-san, who had seen them from a distance, started trembling. What'd they look like? They were young, in their late 20s to mid-30s. They had numerous piercings, dye jobs, and flashy clothes. Intimidating would best describe them. In all honesty, they looked like a street gang. People you wouldn't want at your doorstep. Damn it! I bet they tried to kill my mom 2 years ago! I had similar thoughts. Perhaps Mikiko-san ran afoul of some very bad people in her past. And to make it appear as suicide, she was pushed from the top of a waterfall. But afterward, they couldn't find her body, and her death was never reported. That's why I assumed they came snooping around to confirm whether they finished the job. So, that's when you went ahead and faked her death? Yes, but only to throw those people off her trail. Got it. So, rather than holding her against her will, you were trying to keep her safe. Something doesn't sit right, though. Why didn't you call the cops straight away? Another thing, Mikiko-san was very hesitant about me getting the law involved. Actually, to be more precise, it wasn't the police that scared her, but rather the outside world. It was as if she were terrified of someone out there discovering she was alive. How? I thought she lost her memories. Let me give you a little background on that. When a person develops amnesia, they don't lose their memories. Rather, they lose touch with them. This can happen for several reasons, but for dissociative amnesia, it's usually triggered by extreme stress or past wounds. In any case, an amnesiac may avoid a perceived danger without quite understanding why. But the condition doesn't grant a clean slate. Those painful memories will still be alive in their head. And sometimes they'll resurface as instinct, directly influencing their actions. Huh. Well, you're the doctor. Guess I'll take your word for it. Zivilist nimmt also Selbstermittlungen auf, ohne sich an die Polizei zu wenden. Aber warum steht die Tasche noch dort? Ja, wie gesagt, hat man ja gesehen, die ist fort und eines Tages war sie einfach fort und ja. Das wäre nur helfen wollte, ist das ziemlich übertrieben. Also ist Mikkiko jetzt weg? You mentioned Mikkiko was gone earlier. Could you tell me how that went down? It was about 10 days ago. Ungefähr 10 Tage. I had finished work for the day, so I came back to find Mikiko-san rushing out of the door. It was all very odd. The TV was left on. She didn't seem to have anything on her. And the look on her face was startling.
What I think happened is her memory suddenly returned. Just like that? Yes. Though I couldn't tell you what prompted it. Irgendwas im Fernsehen, was da lief. She never gave me a reason as to why she went away. All she said was, I have unfinished business to deal with. Unfinished business? What could that be? Hard to say. All I know is that the Mikkiko-san I saw right then was completely different from the one I knew. Her face was always so kind and gentle before. Yet there she was, glaring like a woman possessed. And her eyes were filled with hatred. Hatred? You sure that's what you saw? That's precisely what I saw. Something altogether deadly had consumed her. That look she had. Ich glaube, it was enough to burn a man alive. Perhaps whatever she went through threatened to destabilize her mind. Aber wann war da dieser Zeitpunkt oder so dort mit der Schwester? For an entire 2 years. Ah, okay, deswegen hat sie das Ereignis vor 2 Jahren verdrängt. That being said, I believe the group who came looking for her in the beginning must have been involved. Ist beinahe daran zerbrochen, was sie erlebt hat. Mikkiko, was in aller Welt machst du durch? Back it up a sec. If Mom's got her memories back, how come she still hasn't contacted us? Got a point there. My only guess is she's trying to keep a low profile. Perhaps. What if Mikkiko-san intended to commit some sort of crime? What gives you that idea? Well, if that is the case, I figure it'd be more convenient for her to be considered dead than alive. If Mikkiko-san is on record as deceased, she could do whatever she wanted without ever troubling Jun-kun or her husband. And since the crime wouldn't be linked to her, her family wouldn't have to live with any stigma. Was der ein Leben, der einen lebendig hätte verbrennen können? Aber der eine, der das Haus verbrannt hat, beziehungsweise halt auch doch die Zieheltern und die Schwester, hat ja Selbstmord gemacht. Vielleicht war da noch ein anderer Handlanger. Irgendwie hat die im Fernsehen eine Person wahrscheinlich gesehen, was getriggert wurde. Will Mikkiko sich an ihren angeblichen Mördern rächen? Schwer zu glauben. Alright, this is getting way too crazy. I'm kinda freaking out here. Wie haben sie als tot gegeben? For some doctor out in the sticks, you sure are slick faking a death good enough to fool the cops. Well, I am the local police's medical examiner. Auch Gerichtsmediziner. So it was well within my ability to find another body as a substitute for Mikkiko-san. We are located by a suicide spot, after all. Morbid as it is, we're not exactly in short supply of corpses. Come to think of it, Sadamoto-san said something about how the body was too decomposed to be identified on scene. Yes, I had to put quite a bit of work in to make the substitute appear authentic. Das erinnert I mich chose a body with a similar build to Mikkiko-san as an well. ein Spiel, was ich gespielt habe. The Doch. photograph served as a convincing personal touch. Wo wir doch ausbrechen mussten aus dieser You komischen... did all the DNA testing too? That I did. It was a matter of swapping out Stadt dort. specimens, 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 here and there.
You really pulled out all the stops, huh? That's a lot of risk you're taking there. Maybe what I did was unacceptable, but I assure you, this was all for Mikkiko-san's safety. Aber bei dem einen Spiel musste ich ja auch irgendwie diesen Priester zur Strecke bringen. Oder habe ich ihn zur Strecke gebracht, weil er ja runtergefallen ist? Oder war das der eine Priester, der das gemacht hat? Der dann halt das Gesicht entstellt. Oder war ich das doch? Weiß ich halt nicht mehr. Das war halt auch so eine back to Mikkiko. grauenhafte Szene. She really forgot everything but her name? As far as I'd observed, yes. She couldn't recall her address, her date of birth, loved ones, nothing. I discovered Mikkiko-san with nothing but the clothes on her back. She had no personal effects that could point to her identity. In all likelihood, the rapids had washed most of her belongings away. Wait, but I thought she had that photo. Yes, I'm getting to that. A half a year or so after I had taken her in, I found a woman's jacket downstream of the waterfall. This photo was in one of the jacket's pockets. Ah, yeah. This is when we took a trip to Kamurocho. But that's with the Millennium Tower in it. So why'd you go asking about Kamuro Theater instead? If Mikkiko had amnesia, you wouldn't have known the connection. So how'd you find out? There was a special on TV about the development history of Kamurocho. Part of the program featured the former Kamuro Theater, to which Mikkiko responded immediately. Yeah. Responded? How? Her eyes filled with tears, but they were happy, as if she were lost in memory. Although her memories didn't return in that moment, I knew that place must have been important to her. Kaito weiß warum. That picture over there was from when I took her to see Kamuro Theater in person. Roughly 2 years had passed since I'd found her, but her memories were still buried away. Fortunately, she'd gotten well enough to venture outside every now and again. I personally found it risky, but alas. Mikkiko-san was determined to see Kamuro Theater for herself, come hell or high water. Shirakawa-san, how was she when you took her? Did she maybe act different? I'd say so. And mind you, the venue had undergone drastic changes since she last saw it. Nevertheless, she still seemed quite nostalgic. I think deep down in her heart, she knew what she was seeing. The piece on her face told me that. That's so. Sie wollten noch nicht etwas sagen. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, weiter kommen wir hier erstmal nicht. So, let me get this straight. A year and a half ago, a photo of Mom and me washed up. Only then did you go around asking about her identity, right? Well, yes, that's right. After that, you swapped or rearranged a corpse or whatever. I get why. You just wanted to keep Mom out of trouble. But why didn't you at least reach out to us? You could have gotten contact at any time. Oh, you see, Kid's got a point. You didn't even tell Mikkiko herself who she was, did you? Even though you knew for quite some time.
Something else you want to tell us? Forgive me! I know making excuses won't help. But you see, from the moment Mikkiko-san came into my life... Don't tell me. You're in love with her. Das ist verknallt. What? Yes. Oh, jeez. When I met her, it was love at first sight. Soon enough, I was utterly smitten. Nothing could take my mind off her. It wasn't long before I began wishing her happy little life could continue forever. But that's when that picture of her washed up. I thought if Mikkiko-san remembered who she was, well, she'd walk right out of my life, without a moment's hesitation. That short, blissful time we shared was a blessing I didn't deserve. A man who knew nothing but loneliness was graced by an angel from above, one radiant and pure as snow. Meine Güte. Forgive me! Forgive me for being a hopeless fool. But I promise you, I kept things decent. I didn't touch a hair on her head. Even a selfish man like me knows where to draw the line. I would never take advantage of her. Not sure I'd buy that. You call hiding her away for 2 years decent? Please trust me! It was only to keep her out of harm's way! I get that, Shirakawa-san. I don't blame you for wanting to protect someone. Especially when trouble comes knocking. Fact is, you risked your neck to keep Mikkiko safe. Not many would. That aside, you didn't tell her who she was when you had the chance. And that's your big mistake. No wonder you two had a happy little life here. You took her other options away. Do you have any idea what kind of hell you put her family through? I know that whatever I do Sehr will never egoistisches be Verhalten enough von to dem. atone. That much is clear. That all you gotta say? Then I suggest you apologize to Mikkiko at the very least. Of course, she might knock your ass out when you do. Hey, what the hell? Dafür ein Gehu. Greetings! Is Mikkiko Sadamoto-san around? Who the hell's asking? Ever heard of Crimson Lotus? We're a friendly group from Shinjuku just swinging by for a visit. Anyway, I'm Nishio, the group mouthpiece, if you will. Crimson Lotus ain't ringing any bells. You supposed to be some kind of gang? Actually, I believe they're the group who came asking about Mikkiko-san 2 years ago. Really? Weren't you looking for Mikkiko Sadamoto too? Over in Kamurocho? Funny thing is, we need to find her too. And fast. Warum? Pardon, but didn't I tell you last time? Mikkiko Sadamoto-san unfortunately passed away. I just finished telling these people the same. There's nobody left to look for. Nice try, nerd. But you ain't playing us today. Your bluff might have worked last time, but now I've got people telling me she's alive and kicking. And we can't just let a killer run free, can we? Eine Mörderin? Yeah, fucking broad had the nerve to bump off some of our higher-ups. Huh. Quit talking out your ass. Dude, I shit you not. You really never heard of the young elite serial killings in Mordserie in Kamurocho? Kamurocho? The victims are our founding members. Legendary badasses, all of them. And there's evidence of that chick at the murder scene, so, yeah.
we're trying to pull the plug on this bloodbath. Impossible. Don't tell me. This was Mikkiko's unfinished business? To get back at Crimson Lotus. Right. Anyway, we're gonna need to peek inside the house now. Thanks for being chill about it. You won't find Mikkiko in here. Take it from us, she's nowhere. I call bullshit. What are you gonna do to Mikkiko if you find her? Ooh, those plans are a bit above my pay grade, but I do know it won't be pretty. If I had to guess, it'd be like torturous death. I mean, she freaking went and killed our OGs right when they were peaking. That's fucked up. So yeah, she's got a ticket for a nice long trip to hell. It's only fair, you know? Oh yeah? Bye. And I'm sending my foot on a nice long trip up your ass. Come on! Why'd you have to go for the face? I freaking went to a salon today, too! Got a mixer tomorrow, you know? Shirakawa-san, watch June for me. Okay. Damn it, why you gotta be so stubborn? Who even are you? Just an old bodyguard of hers. Huh? So, which of you punks wants it first? Im Schönheitssalon. Zeig mir mal, wie er danach aussieht. Gott, wie viele. Okay, das sind doch ein bisschen viele. Das war gleichzeitig. Warum flog der dann jetzt? Mann! Sehr viel Stamiam bekommen. Oh Gott. Was? What the hell, man? Was that karate? And not half bad by the looks of it. Yeah, thanks. I've been practicing a while. Hey! You assholes got started without me? I thought I told you to wait till I got here. Shu-chan! This guy's a pain in the ass! So let me take over for you. Besoffenen Better Kopf. clear me a path, boys. Yo! It's on! Was?
Ja, jetzt kann er wieder ins Studio gehen, ja. Serious? You're just drunk, dude. And you must be Kaito-san, huh? I'm the front man for Crimson Lotus. Kenmochi is the name. Shosuke Kinmoji, Repräsentant des Roten Lotus. Just so you know, I've never been defeated in the underground fighting circuit. You're looking at a real fucking champ. My boys are ready for you versus me. Maybe we should have sold tickets, yeah? Huh? Let's give him a good show, huh? Sorry about this, big guy. Ready to dance? Shirakawa-san, Okay. you keep an eye on Jun. Bisschen übertrieben. Na, komm mal her. Here we go. Hell yeah. Aua. Au. Da ist er. That was easy. 22.000 SP. Ja, etwas übertrieben, gell? Ist halt Yakuza. Beziehungsweise Yakuza-like. Well, aren't you a tough bastard? Jeez! Nasty fuck! Shuchan! More booze, dipshits! You hear me? Top shelf shit only! Shushan, please get a grip. Any more and you'll start barfing blood. Why don't we just call it here? No! More! I need more. Ich glaube, der hat ein kleines Trinkerproblem. Hate to be a buzzkill, but party's over for now. Handshakes all around, and to all, a good night.
Ja, Leber sagt nein. Los, Boss, wir tragen dich. Hey! Was war's? What the hell was that? I don't know. But I should probably call the cops in case they come knocking again. Hey, Kaito. What they said about Mom being a killer, you think that's true? Doesn't matter. Our goal is to find Mikkiko, whatever she's caught up in. I mean, I know that. I'll drive. I'd like to get to the bottom of this as well. Oh, you sure? Shoot, that'll save us big on train fare. Doesn't look like we're being followed. So, what sort of relationship did you have with Mikkiko-san? Huh? Habt ihr gebumst? Where's this coming from all of a sudden? When Mikkiko saw Kamuro Theater on television, she looked like she was lost in the past. And the moment I told you that, you wore the same look, except yours was more sullen. So, I'm guessing Mikiko's connection to the place had something to do with you. Perhaps you two were involved romantically? Yeah. Good guess. So you were then? Yeah. Whoa. There was a time I thought I'd be with her forever. Forever? You mean marriage? What happened? Well, I happened to be with the Yakuza at the time. As you can imagine, Mikkiko wanted me out. Easier said than done. My boss had taken a bullet that nearly prompted an all-out war. I couldn't just up and leave. Do you mean to say you chose the Yakuza over Mikkiko? In the end, yeah, that's what it was. And for Mikkiko, it was the last straw. I was out on a raid when she left. Came home to a note in an empty apartment. Kaito-san, let me ask you something. Do you still love her? Even now? Love her? You know she's got a husband, right? That isn't what I'm asking. I'm asking how you feel in your heart. Ethical issues and legal ramifications aside, you can't always choose who you love. Yeah. So I think it's okay to be honest with yourself. At least listening to your feelings isn't a crime. Uh-huh. Besides, I'm sure it wasn't easy letting a woman like Mikkiko-san go. Am I wrong? Yeah? And what makes you think that? Call it a hunch. But am I wrong? Bereue ich es, mit Mikkiko Schluss gemacht zu haben? Well, the way I'm itching to find her, maybe I never did let go. Then that would mean you still love her, yes? Could be. But then, once I started searching for Mikkiko with her kid, these thoughts kept coming at me. Like, maybe I could have done things different. And now, I'm stuck thinking of a life I never had. As you may be aware, Kaito-san, I too have feelings for Mikkiko-san. And if she never returns them, then I fully accept that. That said,
I wouldn't hesitate to give up everything for her. My own life included. You're serious about that? Completely. I've never met a woman like her in my life. So if we do end up finding her, I intend to propose to her. Wait, what? Well, before you get carried away, don't forget she's legally married. I'm aware. But if I don't at least share how I feel, I'll regret it for the rest of my life. As for right now, I'm giving this all I've got. Not a bad resolution in my book. City's lively as ever. There were certainly plenty of sirens. A fire, perhaps? Those punks earlier? They were screaming about some boss of theirs getting killed. I wonder if it's related to the young elite serial killings as of late. Either way, I hope my boss gets it too. Hey fellas, maybe you see a building on fire? Oh, yeah, actually. I think around Tenkaichi Street? Kaito-san! Yeah, let's move. Tenkaichi Street. Nice. Shirakawa, der Mann, der sich in den letzten 2 Jahren um Mikkiko gekümmert hatte, Leiter der Shirakawa Klinik, Hals über Kopf in Mikkiko verliebt. Yosuke Moji, Repräsentant des Roten Lotus, ist hier hinter Mikkikos Sadamoto her, weil er glaubt, sie hätte die Mitglieder des Roten Lotus umgebracht. Extrem stark und ein extremer Alkoholiker. Nichio, Mitglied des Roten Lotus, von dem weiß ich nicht viel, nur, dass er ein schmieriger Arsch ist. Ich mag es auch, wie er halt die Akten führt, der Kaito. Also der nimmt halt auch kein Blatt vor den Mund. Aussage der Putzfrau. Brachte ein Foto von Mikkiko, behauptete und so. Foto von Mikkiko und Jung. Exemplar des Fotos von Mikkiko vermutlich bei sich hatte, als sie vor 2 Jahren den Wasserfall abstürzte. 6 Monate nachdem Shirakawa-san die Aufnahmen fand er das Foto in einer Tasche einer Jacke flussaufwärts am Ufer gespült wurde. In letzter Zeit wurden viele junge CEOs und Führungskräfte in Kamurocho umgebracht. Laut Nichio aus dem Roten Lotus hat Mikkiko sie alle umgebracht. Die Opfer waren alle ehemalige des Roten Lotus. Ja, ziemlich direkt. Gefällt mir auch. Ja. Ja. Sollte öfters diese Berichte schreiben. So, auf jeden Fall speichern. Keine Ahnung, warum ich 2 geführt habe. Alright, let's go, Kaito! Ah, jetzt gehe ich mit ihm auch noch mit. Mit beiden. Kann ich auch mit allen essen? Irashaimase. Starving! Ah, okay, nur mit ihm. Now that was good! Ich dachte schon. Arigatou gozaimasu.
Die Musik dabei. Was? 7 von 10. 9 von 10. Hier. Kaito Rakete 2.0. Gori Finisher. Hier auch eine Erinnerung. Erinnerung. Eisern Kampfrunde. Finde alle Katzen. Ein Skillbuch. Eine Katze fehlt mir noch. Okay, einfach cool und lässig. Ohne zu rennen. Meine Gang. Mein Sohn und ein Arzt, der genau auf das Mädel steht, was ich auch stehe. Cool. Aber wäre cool, wenn er auch kämpfen könnte. Let's go. Jetzt kommen aber ein bisschen mehr Gegner entgegen. Voll der Badass. In dieser Hose habe ich aber einen Knackarsch. Weg da. Also wirklich geilste Gang. Oh. Hey, stay back! Kaito-san! Look up there! Ist sie das? Mikkiko! What is she doing? Joe! No, let us through! I told you it's not safe! Crap! I should be able to get up through there. Shirakawa-san, watch June for me! Mhm. So, ein bisschen Parkour. Where's the woman? We can get around her from up here. Hey, you blockheads are Crimson Lotus, right? Huh?
shit, it's that guy from the doctors. Sorry, but your little plan's getting shut down. Just come on! Here we Da. got a little workout here. Mikkiko ist auf dem Dach und ich komme nur hier hoch. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Aber es kann halt auch sein, dass ich hier während der Story Erinnerungspunkte oder sowas verpasse. Mikkiko, ich komme. Die Musik dann auch dabei. Mikkiko, wo bist du? Okay, kann ich runter. Ganz lässig einfach mal die Treppe hier hoch. Ohne Grund würde sie es bestimmt nicht machen. Da leuchtet etwas eben. Okay, warte. Wo? Ach, da oben. Ja. Da meinst du? Ja, da komme ich doch nicht hin. Da komme ich nur von oben. Komme ich nur von oben. Oder warte mal. Ja, schade. Nicht ja sein können, dass ich von hier aus mit der Drohne oder so hier durch bin. Warte. Nee, schade. Ich kann von hier auch nicht mit der Drohne. Hätte ja sein können. Hätte sein können. Ich komme, Mikkiko. Was? Okay. Mahjong kann ich nicht spielen währenddessen. Huh? Who the hell are you? Ich? Oh, sie sind schon hier. Into the light, punk! Get me! Don't go picking fights, kid. Dieser coole Gang noch bei der Musik. Oh, jetzt erstmal unten. Nochmal Feuerlöscherschutz. Ah ja.
Hier muss ich ganz genau gucken. Hier ist was. Das sind ja normale Gegenstände, aber wenn das irgendwie so rot funkelt, dann sind das die Erinnerungen. Die sind mir irgendwie hier noch wichtiger. Mikkiko ist gleich da oben. Hallo Gegner. God damn it! I can't tell what's going on from here! Get out of my way, asshole! Okay. Hey, that's my line! Here we go! Komme! That's all you got? Jo. Okay, speichern kann ich hier auch nicht. Habe ich schon. Sake, ja cool. Hold it right there! Was? Enough of this shit! Just fuck off already! Get me! Ja. Oh. Warte kurz. Au. Au! Aua! Mein Fehler. Ist Feuer heiß? Nein, nicht so wirklich. Wieder Zigaretten. Und dann müssen die oben sein. 17.000 SP. Talk! Where are the others in Crimson Lotus? I don't know! After I cut my ties with them, I lost track of all the guys in that gang. The fact that I'm even here is just a coincidence. You're a liar! Hey! Where's that backup? If they don't get here soon, then Nishimura's dead! Ich jetzt hier. Mikkiko! Tell me why, Mikkiko. They killed them. My whole family. They Die took sind daran schuld. my father. No! They burned them alive!
What? Also ist der rote Lotus daran. I thought Maho-chan's stalker was behind that. It's just the lies they told me. They're the ones who really killed them. Unbelievable. Ashizaki-san! Damn you! Die! No! Ow! Shit. No! Ow! Hey! Don't try to move! We'll get you an ambulance! Mikkiko, you okay? Mikkiko. I'm sorry. I can't afford to get caught yet. Not until I kill them all. Oh. Hat bestimmt wie. Ja, so ein bisschen, glaube ich. Hier und da ein paar Knochen gebrochen, bestimmt. Oh, he's up. Wait, where's Mikkiko? What happened after I went down? Well, the owner of that security company got shot to death on the roof. His name was Ashizaki. His office was burning up too. You think it's the killer's work? Not sure. I can't find those details anywhere. Gotcha. Oh, and to top it off, Nishimura, a man who was visiting Ashizaki last night, was found dead in an alley this morning. They killed them. My whole family. They took my mother and my father. No! They burned them alive! Mikkiko, was das auch du? By the way, Kaito, the police came by earlier. They said to contact them once you're up. I think they wanted to question you. Just what I needed. You'll live. That bullet only grazed your shoulder. And by some miracle, your bones are still intact. The doctor was amazed you're still alive. Said that fall would have at the very least paralyzed anyone else. Well, I say it's time to get back at it. Kaito-san. Lying around on my ass won't get me closer to Mikkiko. Plus, I'd rather not deal with the cops. Let me go with you. All right. Kaito-san, take a look at this before you go. What's all this? Profiles on the 4 victims murdered in Kamurocho. I put them together last night after a bit of research. Oh, nice work. In summary, all the victims seem to be ordinary people. But that may only be on the surface. According to the rumors on the internet, of which I unearthed a substantial number, many of the victims had rather suspicious backgrounds. Some may have even changed their names. Sounds about right for one of these little thug groups. Unlike the Yakuza, they don't have a family to answer to. Take that blue-haired dipshit from before. He acts like he's in some college club without a care in the world. So it seems. Here's another interesting tidbit. Some of the victims had a fighting record
meaning they competed in underground tournaments. But each one was found successfully subdued, even showing signs of force consistent with interrogation. Mikkiko did always know how to handle herself. Yeah, she kept it up with the workouts and the kickboxing, even after Dad came into the picture. She could totally take some thug one-on-one. Mom's tough as nails. Hot damn. Anyway, what's our next move? Right. We should probably go investigate the crime scene. What crime scene would that be? Where the murder took place last night. Might be some clues left to find. I see. Though I imagine the scene's still quite busy. Will the police really allow you on site? Oh, I'm hoping to avoid the cops altogether. I'm gonna sneak into the place. Ah, well, I suppose that's one way to do it. Catch you later, then. Mind serving as our alibi while we're over there? I'll give the police a good answer. Just make sure you find Mikkiko-san, and keep her from dirtying her hands. Okay. Wie bei Supercop. June! And Kaito-san? What is this? Crap. Oh, don't worry. We can explain. But, what brings you here, of all places? Well, one of my police contacts got in touch. Said a boy here matched June's description. Well, June, what do you have to say for yourself? After you go wandering off for days on end? Yeah, like you even give a shit! Just go back home by yourself! June, can we just... Never mind. Actually, you and I might want to have a talk, Son. It's about June and Mikkiko. What's going on with Mikkiko? Well, I'll just put it out there. Turns out your wife's still alive. She's alive? My Mikkiko? Where is she? Is she alright? All right's not exactly how I put it. It's pretty complicated to explain. Complicated? To think all that was happening. And Mikkiko, possibly a murderer? I know she's out for some kind of revenge. She's aware it was really Crimson Lotus who burned her family alive. I see. That's very difficult to process. We had always believed it was Maho-chan's stalker that did it. Yet now some sinister group emerges. Kaito-san, does Mikkiko really believe Crimson Lotus orchestrated this stalker story or whatever? That's what she said. It's likely the stalker got pinned as a scapegoat for the whole thing. Now, can you give me anything on your end? How's Crimson Lotus fit into all this? Nothing's making any sense so far. It couldn't be. What? What's wrong? To tell you the truth, this may have been set into motion even before the arson. You see, Mikkiko's family had been under pressure from a certain real estate broker to unload their property. As I recall, that broker was flush with foreign capital and seeking land for a sizable new complex. Mikkiko's parents stood to profit quite substantially, were they to take the offer. But I was told they rejected whatever came their way. This went on for quite some time, and then the tragedy happened. Got it. So Crimson Lotus really was behind it all. Mikkiko's parents had to die because of some land deal? Yes. Although a group like that may have planned to kill them all along. Anyhow,
Once Mikkiko's family was gone, their land was inherited by a distant relative. And since they wanted nothing to do with any stigmatized property, they sold it to the broker in the end. So maybe Mikkiko got too close to the truth, and it nearly killed her. Yeah, that ought to explain it. Then, if that is the case, then Mikkiko's in the right. If I knew who killed my family, why, I'd hunt them down myself. Taking lives of innocent people, all for profit. What monsters! Sadamoto-san, there's something else I've been meaning to ask you. It's about Jun's biological dad. I know. He thinks you're his real dad, right? Or at least, he hopes you are. How'd you know? Well, Jun and I got into an argument once. And he said as much to me at the time. Sorry to hear that. Well, make no mistake. Jun is definitely my son. Yeah, I believe you. Deep down, I'm sure Jun understands that as well. This fantasy he spun up to feel better? Symptoms of a typical teenager. Yeah. You sure he knows what's what? I am. This is nothing but a phase he's going through. I think it was right around elementary school when it started. He began stealing away Mikkiko's diary, reading it over and over in secret. And you, the Yakuza with a heart of gold, were his favorite character. Right. Jun told me that himself. It's because I let work take priority. Even when Jun was little, I never spent the time with him I should have. And whenever the stress from work got to my head, well, let's just say I reacted poorly, even to a child seeking daddy's attention. So I fully understand why he latched on to Mikkiko's writings. It's nothing I'm surprised or jealous about. The boy needs an actual father figure. That said, I hope you'll forgive me for letting him believe what he wants, at least for now. Of course, it's pathetic for me to be saying that. Shoot, it's from one of the board members. I don't mind going after your son, Sadamoto-san. And when I find him, I'll send him on home. But you're gonna need to set him straight. Excuse me. Yes, this is Sadamoto. Right. Thank you for your help with that contract. Send me an invoice for your expenses. I'll cover them. Yes, that sounds excellent. Although there's one small issue. You see that shit? It's always the same. Who'd want a stuffed shirt for a dad? Don't say that. He's a busy guy. Well, now that that asshole's gone, how about we get back on the case? All right. So, gleich speichern und dann ist Feierabend. War spannend genug heute. Next step. Getting onto that murder scene in Tenkaichi Alley. What are we gonna do if the cops see us? If it happens, it happens. Let's move. Okay. Mordserie. Liste mit all den Opfern der Ishikawa-san angelegte laut des roten Lotus haben sie alle von Mikkiko Sadamoto umgebracht.
Mikkiko Sadamoto. Mädchenname Mikkiko Natsume mit Takuya Sadamoto verheiratet und Mutter von Jun Sadamoto. Es wurde angenommen, dass sie vor 2 Jahren Selbstmord begangen hatte. Da sie ihre Erinnerungen wieder hat, plant sie nun ihre Rache am Roten Lotus. 3 Jahre hinterließ Mikkiko Sadamoto, Mädchenname Mikkiko Sonso, ihren Abschiedsbrief und verschwand. Darauf wurde ihre verwesene Leiche in einem Berg in Chiba entdeckt. Der Tod wurde als Selbstmord eingestuft. Eine DNS-Analyse bestätigte dass es sich um Mikkikos Körper handelte. Ihr Ehemann Takuya Sadamoto zweifelt an ihrem Selbstmord. Glaubt, dass sie noch am Leben ist. Eines weiß ich zumindest sicher, welcher Typ der Selbstmord begehen würde. So, Neues dazugekommen. Mikkiko Sadamoto, vor 2 Jahren angeblich Selbstmord beging, ist am Leben. Verlor ihre Erinnerungen und lebte im Schutz der Irakawa-Klinik. Nachdem sie ihre Erinnerungen wieder erlangte, fand sie ihre Rache gegen die Gründungsmitglieder des Roten Lotus, die Leute, die für den Brand im Haus der Natsumes verantwortlich waren. Also aus Rache. Gut, Schwester tot und die Zieheltern tot. Nice booty. Okay, ihr Lieben. Ich speichere. Mal gerade wie viele. 96.000. Ich brauche unbedingt sehr viele Erinnerungspunkte. Speichern. Kapitel 3 von 4. Ja, das war's auch. Meine Stimme mit dem heutigen Stream. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zum Retroabend. Und für die, die das weiter verfolgen wollen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder um 17 Uhr. Ja. Und auch hier auf YouTube sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also hier jetzt gleich auf Twitch sage ich eine Ruhe, tschö, aber hier jetzt erstmal